Einen wunderschönen Nachmittag. Kann ich kurz eine Bestätigung hören von Ihnen per Chat, ob man mich jetzt hört? Super, wunderbar. Also, Entschuldigung für die technischen Probleme erst einmal. Und jetzt freue ich mich, dass wir alle hier sind. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir nehmen auch schon auf. Also, herzlich willkommen zur Lymphozytentypisierung. Jetzt werde ich gleich mich mal dahin bewegen und meinen Bildschirm mit Ihnen teilen, damit wir auch hier die Präsentation alle sehen können. Und ich hoffe, das klappt. Okay. Also erst einmal kurz möchte ich mich noch vorstellen. Mein Name ist Katharina Speer und ich bin für das Netzwerk zuständig in Deutschland, zumindest für einen Teil, zusammen mit meiner Kollegin Silvia Sanchez, die hier neben mir sitzt und zusammen gerade geschwitzt hat, ob das hier jetzt auch technisch klappt. Und ja, wir haben heute jetzt das erste Mal einen Online-Workshop und es geht darum, dass wir die Lymphozytentypisierung entweder einmal auffrischen oder auch etwas vertiefen mit der Frau Dr. Blum, die leider auch technische Probleme hatte und deswegen jetzt übers Handy hier mit uns sprechen wird. Und wir werden hier die Slideshows weiterführen. Das heißt, wenn Sie zwischendrin Fragen haben, werden wir die Fragen einfach an die Frau Blum weitergeben per Telefon. Das ist uns nämlich ganz wichtig heute. Es ist ja ein Workshop. Das heißt, dass Sie bitte die Chatfunktion ganz eifrig nutzen möchten sollen und alle Fragen an die Frau Dr. Blum weitergeben. Wir haben auch ein paar Patientenfälle hinten noch am Ende des Webinars und die werden natürlich auch besprochen. Sollten irgendwelche Fragen aus Zeitgründen nicht mehr beantwortet werden können, dann leiten wir die weiter und wir werden uns bemühen, alle Fragen des heutigen Workshops zu beantworten. Also wir versuchen alles in der Zeit zu beantworten, aber was nicht möglich ist, wird dann einfach hinterher privat nochmal beantwortet. Ja, und dann würde ich sagen, gebe ich auch das Wort an die Frau Dr. Blum direkt, damit wir nicht noch mehr von ihrer Zeit in Anspruch nehmen und beginnen mit der Lymphozytentypisierung. Petra? Ja, hallo. Du darfst. Hallo zusammen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Jetzt müssen wir über das Telefon kommunizieren, macht auch nichts. Sie haben ja alle die Bilder im Bildschirm vor den Augen. Und wir sprechen ja heute über die Lymphozytentypisierung, um die ganze, ist ja einfach, unsere Lymphozytentypisierung. Und das will ich einfach heute noch mal kurz mit dem Webinar. Wenn wir uns die erste Folie anschauen, da sehen wir ja das angeborene und das erworbene Immunsystem. Das ist ja für uns alle schon ein alter Hut und trotzdem wollen wir das mal auf unsere Lymphozytentypisierung nochmal übertragen. Was messen wir denn? Wir sehen ja auf der linken Seite das angeborene Immunsystem, das unspezifische, und auf der rechten Seite ist übrigens oben ein Makrophage und auf der rechten Seite sehen wir die Lymphozyten. Und wie der Name schon sagt, Lymphozytentypisierung richtet sich vorrangig logischerweise auf die rechte Seite. Das heißt auf unsere TB-Lymphozyten und auch die Killerzellen. Wichtig ist aber in der Mitte, da sehen wir die dendritische Zelle, die gelbe unten mit den vielen Farbfarben. Wir wissen, so eine dendritische Zelle kann ca. 300 oder auch mehr Antigene präsentieren. Und diese antigen präsentierende Zelle, in dem Fall hier die dendritische Zelle, die ist ja mehr oder weniger auch für die Aktivierung unseres Immunsystems zuständig. Das heißt, wenn die nicht richtig präsentieren kann, dann stockt ja irgendwas in unserem Immunsystem.
erinnere schon mal im Vorlauf an die aktivierten B-Lymphozyten, die ja genau diese Präsentation auch vornehmen. Also wir schauen uns den Immunstatus die rechte Seite an, vor allen Dingen eben auch diese Antigenpräsentation, die ja alles mit allen Effekten vermischt. Wenn wir die nächste Folie anschauen, diese CD, kennen wir, brauchen wir nicht so viel drüber reden, aber das ist alles das, was wir sehen, was wir ja vorrangig auch untersuchen in unserem Immunsystem, also in unserer Lymphozytentypisierung nach der Mikroimmuntherapie. Das heißt, wir sehen uns die CD4-Zellen, CD8-Zellen an und ganz besonders wichtig sind eben die toxischen und die seneszenten Zellen. Die aktivierten Zellen natürlich und die regulatorischen Zellen des CD, Cluster of Differentiation, ist nur der weltweit bekannte Name. Im Labor wissen Sie entweder, Sie haben entsprechend auf den Zellen die Markierung drauf, dann haben Sie das Plus, und wenn Sie das Minus sehen, dann sieht man im Endeffekt, da ist keine Markierung drauf. So werden die ja identifiziert. Die Zellen nur nochmal ein bisschen zur Wiederholung. Wenn jetzt die Bestimmung des Immunstatus uns einmal anschauen, dann sehen wir auf der einen Seite viel im Immunstatus. Und aus Grunde haben wir ja auch differenziert. Das heißt, was sehen wir uns an? Vorrangig natürlich auch die Menge der Granulozyten, die sehen wir ja in der Quantität, und wir sehen uns aber auch an die Menge der Leukozyten bzw. auch der Lymphozyten, was ja wichtig auch im Überlegen, was mache ich da draus. Da komme ich gleich aber noch mal dazu. Das heißt, wir schauen nicht nur die Lymphozyten als Gesamtzahl an, sondern jetzt noch an unsere sogenannten 4 Säulen. Das bedeutet im Endeffekt, die Säule ist immer T4, T8, die T8Z und die B-Lymphozyten. Das sind unsere Hauptsäulen. Als Fortgeschrittene schauen wir natürlich viel mehr an, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Aber das ist immer für erster Blick die Höhe der Gesamtlymphozyten, dann T4, T8, T8Z und B-Lymphozyten. Was uns dann interessiert, sind vorrangig, das lernen wir ja schon im Einführungskurs, das Verhältnis des extrazellulären Bildes, also MHC1 und 2, beziehungsweise was liegt hier vor? Liegt hier die wunderbare Kathedrale vor oder das Podium oder die Treppe? Was wir im Fortgeschrittenen anschauen, sind die regulatorischen T-Zellen und selbstverständlich die B-Lymphozyten beziehungsweise die Aktivität, das heißt die Antigenpräsentation zeigen, und entsprechend die NK-Zellen. Und wenn wir München nach Nord schauen, dann sehen wir im Immunstatus noch die TH17-Zellen. So, das schauen wir uns jetzt mal ganz langsam, aber sicher an. Wenn Sie hier das nächste Bild sehen, die Erhöhung der Lymphozyten bzw. diese Lymphozytose, und da gibt es sehr häufig doch ein paar Differenzen in den Aussagen. Wenn meine Lymphozyten über der Norm erhöht sind, dann ist es immer eine Lymphozytose. Und da es auch in unserer Therapiestrategie wichtig ist, dass wir sehen, die Lymphozyten sind erhöht, dann nehme ich die
Präparate von der Mikroimmuntherapie, die entweder das X haben, wie beim EBV zum Beispiel das 2NXFS, oder auch das EAI. Das nehme ich aber nur dann, wenn die Lymphozyten wirklich auffallend erhöht sind, wie hier zum Beispiel mit dem Pfeil. Wenn die Lymphozyten nur randständig sind im oberen Bereich, dann ist es noch keine direkte Lymphozytose. Also daran immer wieder denken, es gibt immer so ein bisschen Ungereimtheiten. Nur wenn die Lymphozyten wirklich zu hoch sind. Wir sagen immer, dann kann man auf alles andere verzichten. Da weiß ich, wie meine Präparatewahl ist. Aber selbstverständlich gucken wir dann immer auch auf alle anderen Werte inzwischen als fortgeschrittene Mikroimmuntherapeuten, die das gesamte Immunsystem anschauen. Wenn wir die nächste Folie anschauen, dann ist die Erhöhung der gesamten Lymphozyten, was habe ich da? Und all das, Sie sehen, das ist ja hier rot verlegt, das ist unser Hauptproblem in der Praxis. Das heißt, es kann mal stressinduziert sein, aber vorrangig sind es einfach Infektionen. Wir müssen uns immer überlegen, warum stellen die Lymphozyten denn überhaupt hoch, dass sie erstmal unspezifisch was zu bearbeiten haben. Und das sind eben die aktiven Infektionen. Weniger bei Stress induziert, das sehen Sie eher in den T8S-Zellen, aber Sie wissen, bei einer normalen Lymphozytose ist das Immunsystem im Endeffekt dabei, irgendwas zu bearbeiten. Deswegen würde ich immer den Punkt 1 als erstes nehmen, aktive Infektion, besonders eben auch die Viralinfektion, und das ist unser Hauptanteil. Wenn wir uns jetzt die nächste Folie anschauen, so kommen wir in das Gegenteil, in die Lymphozytopenie. Die Lymphozytopenie kann zum Beispiel, wenn Sie das als erstes sehen und wissen noch gar nichts vom Patienten, ist das EID immer als erstes Mal das Mittel der Wahl. Natürlich müssen wir uns fragen, warum liegt eine Lymphozytopenie vor, wie sehen alle anderen Zellen aus. Jetzt dieses EID, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, das EID ist zum einen für die ganzen T-Zellen zuständig, natürlich auch für die Lymphozyten. Es ist aber auch für die B-Lymphozyten ganz wichtig. Ich erinnere an die Studie, die ganz klar belegt, dass auch die Immunglobuline, die IgA, IgM, IgG sich erhöhen und auch die Subklassen vom IgG, also IgG 1, 2, 3, 4. Deswegen ist das EID wirklich unser Mittel der Wahl, um überhaupt erstmal das Immunsystem ein bisschen mit seinen Zellen entsprechend anzuregen. Eine Erniedrigung der Lymphozyten, das sehen Sie häufig im Verlauf bei den Patienten, was sie überhaupt gehabt haben. Klar, haben Sie eine Cortisontherapie oder sind Sie insgesamt sehr immungeschwächt nach anderen Therapien, Radiatio oder. Sie sehen auch bei Autoimmunerkrankungen eher mal auch eine Lymphozytopenie, Lymphome, Leukämie, das lassen wir mal weg. Jetzt Gott sei Dank nicht so ständig in unserer Praxis, aber die aktiven Infektionen, da kommen in der Hotline auch manchmal Fragen. Ja, jetzt sind die erniedrigt, das heißt ja, die ein erniedrigte Lymphozyten ist eigentlich immer ein Hinweis, dass hier ein Verbrauch stattfindet, dass die ja irgendwo anders, in Organen, im Gewebe, wo auch immer, wir messen ja nur im Blut. Und deswegen kann man vielleicht sagen, ja, aktive Infektion am Anfangsstadium zeigt in der Regel eher hohe Lymphozyten, und wenn schon es weiter fortgeschritten ist, dann sind diese Lymphozyten eben am Ort
normal. Und übrigens ganz, ganz einfach können Sie im Differentialblutbild ja auch, ob die Leukozyten anteilsmäßig zu hoch oder zu niedrig sind. Aber was wir sehen, ist ja meistens eine relativ normale Lymphozytenanzahl. Und deswegen schauen wir eben jetzt auf ob da eine T4, T8 für toxische Lymphozyten, also die T8 und die B-Lymphozyten. Aber eben auch nur die ganz normalen B-Lymphozyten. Das ist einfach unser Weg der einfachen Auswertung. Wenn wir jetzt die nächste anschauen, die nächste Folie, so sehen Sie, dass die B-Lymphozyten, dass die einfach zu niedrig sind. Das heißt, wir sehen T4, wir sehen T8, das ist im Normalbereich, T8Z ist ein bisschen im unteren Normalbereich, aber es ist noch im Normalbereich. Aber die B-Lymphozyten sind auf jeden Fall zu niedrig. Was mache ich, wenn die zu niedrig sind? Denke ich wiederum, jetzt gehe ich auf die Nerven an EID. Das ist schon mal das allererste. Ja, muss ich immer wieder sofort mit vereinbaren. So, und jetzt haben wir ja unsere tolle Regel, wenn die Lymphozyten normal sind, aber sie eine von den 4 Säulen, das heißt von den Säulen T4, T8, T8Z und D, wenn eine einzige Säule zu niedrig ist, von den 4, dann ist es immer eine Hyporeaktivität von uns, von der Mikroimmuntherapie. Und deswegen sagen wir auch, es ist eine Non-Adaptation, weil das Immunsystem ja nicht ausreichend adaptiert ist. Der Patient hat ja was. Also, wenn eine dieser 4 Säulen zu niedrig ist, aber nur dieser 4 Säulen, dann ist es eine Hyporeaktivität. Jetzt schauen wir mal das nächste Bild an. Was macht Lymphozyten sind normal? T4 sind normal, die T8 sind leicht erniedrigt, aber auch die T8Z sind leicht erniedrigt. Und der Blick auf die B-Lymphozyten zeigt, die sind normal. Das heißt, es ist hier eine Hyporeaktivität. Selektiv heißt nur, die Lymphozyten sind normal, aber ich habe eine Hyporeaktivität sowohl in den T8-Zellen als auch in den T8-Zellen. Die T8-Zellen, wissen wir, wenn die niedrig sind, schauen wir sowieso immer auf die T8Z und Z. Und die Z, die Zytotoxizität, ist auch zu niedrig, also muss ich sie versuchen, entsprechend wieder anzuregen. Jetzt nehme ich die nächste Folie und sehe hier, dass eine Säule von diesen bei normalen Lymphozyten T4, T8, T8Z und B-Lymphozyten, wenn eine der Säulen zu hoch ist, aber alle anderen im Normalbereich sind, dann spreche ich von einer Hyperreaktivität. Wenn aber irgendeine Säule etwas nur am unteren Bereich zu niedrig ist, dann ist es keine Hyperreaktivität. Jetzt können Sie hier sagen, in dem Fall, die T8, die sind jetzt nicht am unteren Rand, die sind schon noch leicht drin, können Sie auf jeden Fall als Hyperreaktivität ansehen. Normale Lymphozyten. Jetzt gehen wir auf die nächste Folie und fragen uns, womit setzen sich die Zellen auseinander? Nur noch mal, dass einem das ganz klar wird. Die T4-Zellen oder CD4-Zellen, die setzen sich mit allem, was extrazellulär unterwegs ist, auseinander. Das sind die Bakterien, das sind die Parasiten und das sind die Pilze. Und wenn diese Säule zu hoch ist oder auffallend ist, manchmal auch zu niedrig, dann wissen Sie, aha, da könnte ein Problem vorhanden sein. Schauen wir uns mal das hier an, die extrazelluläre Kathedrale.
Die extrazelluläre Kathedrale heißt, ich habe viel zu wenig T8-Zellen. Das ist uns jetzt erstmal wichtig, dass wir sehen, die T4-Zellen sind sehr zu hoch und die T8-Zellen sind zu niedrig. Aber ich habe eine Kathedrale. Wir wissen, bei einer Kathedrale ist die Therapieansprechbarkeit, egal was wir tun, schon gut. Wir haben hier keine Blockade. Wenn ich so eine auffallende Kathedrale sehe, diese T4-Zellen, die viel zu hoch sind, dann liegt hier wirklich diese Auseinandersetzung vor auf Kosten der T8-Zellen, muss man sagen. Das heißt, ich muss an mein extrazelluläres Material denken. Und wenn Sie jetzt diese Interpretation nochmal sich vor Augen führen, die Kathedrale, die Treppe oder das Podium. Kathedrale wissen wir, ist sehr gut. Die Treppe, warum ist die eingeschränkt? Weil wir relativ beides auf gleicher Ebene haben. Also T4 und T8. Und wir wissen, dass ein Immunsystem eigentlich dynamisch ist. Und ein blockiertes, deswegen sagen wir ja, da ist schon eine Blockade, passiert wenig, da ist Dynamik im Endeffekt schon etwas unterbrochen und deswegen sagen wir, die Therapiebarkeit ist hier schon etwas eingeschränkt. Ganz anders beim Podium. T4 kann normal sein, kann zu niedrig sein, aber T8 ist viel zu hoch. Das heißt, hier wird eigentlich T4 richtig blockiert. Das heißt, T8 ist vorhanden, bei T4 wird entsprechend blockiert. Und deswegen ist beim Podium immer die Therapierbarkeit eingeschränkt und wir müssen erstmal mit anderen Mitteln versuchen, die T4-Zellen wieder ins Lot zu bringen. Das heißt, das sind unsere Bakterienbilder. Und was haben wir bei CD8-Zellen? Wissen wir, definieren bzw. die Auseinandersetzung eben auch mit intrazellulären Antigenen, das heißt eben auch mit den entsprechenden intrazellulären Bakterien. Chlamydien, Yersinien, was haben wir denn noch? Toxoplasmen, Borrelien, ja, also Myplasmen. Das heißt, all Bakterien, die zwar Bakterien heißen, aber intrazellulär eben auch wirksam sind. Und das ist ja unser großes Problem. Aber generell können Sie sagen, CD8 ist vorrangig erstmal intrazellulär. Ich muss mal nach den Viren sehen. Das ist ja auch eines unserer Hauptthemen. Die intrazelluläre Kathedrale wieder als Kathedrale gesehen. Das heißt, der Unterschied zwischen T8ZS und entsprechend der Quotient zeigt uns eine gute Therapieansprechbarkeit, weil wir eine hohe Zytotoxizität haben der T8-Zellen. Und das ist das, was wir brauchen. Wenn wir jetzt so einen Patienten haben, der meinetwegen EBV hat und der zeigt diese intrazelluläre Kathedrale, dann kann man sagen, super, das ist eine gute Ansprechbarkeit. Ich kann sofort mit dem zweiten EBV arbeiten. Auch wenn die Z-Zellen sehr hoch sind, reicht es eben für dieses Krankheitsbild noch nicht aus. Für diesen Patienten, der braucht noch höhere zytotoxische Zellen. Andere Patienten, die einfach sagen, ich lasse mal eben so schnell ein Immunsystem mal bestimmen. Ich will auch so ein Bild, der sich total wohlfühlt, da braucht man überhaupt nichts machen. Das ist ein gutes Zeichen. Hier ist eine Dynamik drin, wir haben hier keine Blockaden. Diese Dynamik zeigt nur, es ist ein gut funktionierendes Immunsystem. Beim anderen aber, der braucht vielleicht noch mehr Z-Zellen, der wirklich dann eine virale Infektion hat.
Wenn Sie sich das jetzt anschauen, das nächste Bild, das heißt diese intrazelluläre Treppe, da wird es interessant, weil wir müssen, was bedeutet diese Treppe? Die Z-Zellen sind etwas höher als die S-Zellen und der Quotient dann entsprechend noch niedriger. Das ist dieses Treppenbild. Aber wir haben im Bild einer Treppe zu wenig Zytotoxizität. Das bedeutet, wenn Sie mal die S-Zellen nehmen, also das ist ja da ganz gut an den 100% an dem Rand und gehen nur zu den Z-Zellen rüber. Das, was übrig bleibt, dieses bisschen von den Z-Zellen, das ist nur die Zytotoxizität. Das heißt, es ist diese eine Stufe bis zu den T8S-Zellen. Das heißt, sie haben viel, viel weniger Zytotoxizität, weil die S-Zellen einfach schon so hoch sind. Und wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der eine virale Infektion haben und Sie sehen, er hat eine Treppe, dann wissen Sie aber, die Z-Zellen sind eigentlich zu niedrig, weil die S-Zellen schon etwas hoch sind. Und da muss man sich therapeutisch fragen, warum habe ich solche relativ hohen T8S-Zellen? Da kommen wir gleich noch dazu. Wenn Sie jetzt weiter nach der Treppe, jetzt kommen wir ja zu dem Podium. Und da wissen wir haben überhaupt keine Zytotoxizität. Denn das Podium wird ja dadurch ausgezeichnet, dass die T8S-Zellen diejenigen sind, die dominanter sind als die T8Z-Zellen. Und in dem Fall, wie auch in der Treppe, muss man sich immer wieder fragen, warum ist es so, warum hat er jetzt so hohe S-Zellen? Petra, kurz eine Frage von einer Teilnehmerin. Wie bringt man T4 wieder ins Lot? Bitte? Wie bringt man T4 wieder ins Lot? Da kommen wir gleich noch zu. Ich schreibe mir das auf, sage ich gleich. Alles klar, danke. Ja, wenn wir da ein Stück weiter sind. Also wie bringt man T4 ins Lot oder machen wir es gleich vorrangig aus der Praxiserfahrung, sind das T4, wenn Sie zu niedrige T4 haben oder auch zu hohe T4-Zellen, hängt es ganz, ganz häufig mit den Streptokokken zusammen. Das ist eines der häufigsten Bereiche. Oder teilweise kann es auch mal mit Parasiten zusammenhängen, die können auch zu niedrig oder zu hoch sein. Dann sieht man das aber hinten, Parasiten vor allen Dingen, dass da Schleimhautprobleme auch sind, also mit den B-Lymphozyten. Teilweise kann es auch eben ein Pilzbefall, das was wir gesagt haben, ins Lot bringen, heißt im Endeffekt nichts anderes, dass ich danach suche, was ist der Auslöser und den Auslöser behandle. Und das sind wirklich häufig diese Streptokokken. Ich muss da immer drauf rumreiten, aber wir haben ja alle mehr oder weniger Streptokokken mal irgendwann mitgemacht. Und deswegen finden wir das sehr, sehr häufig. Ist das ausreichend als Erklärung erstmal? Also schauen wir mal, ob eine Reaktion kommt im Chat. Also nochmal, wenn die T4 zu niedrig sind oder zu hoch, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein Zeichen, dass die T4-Zellen fehlen im Blut. Wir dürfen immer nicht vergessen, wir messen Blut. Und dann sind sie im Gewebe. Wenn wir sie im Blut zu hoch finden, dann ist da noch eine hohe Aktivierung. Also der Grund zu hoch oder zu niedrig scheint immer das Gleiche zu sein. Okay, wir haben gerade die Rückmeldung, ja, danke. Also war ausreichend. Okay. Alles klar. Und hier ist es jetzt auch, wenn wir bei den T8-Zellen das sehen und die S-Zellen, hier spielen aber die S-Zellen die große Rolle. Warum sind die zu hoch? Wir haben gesagt, Cortisonbehandlung, klar. Ein Hauptproblem ist aber, wenn die T8S-Zellen zu hoch sind, vorrangig Stress, Kummer, Trauer, Depression, all diese Sachen. Oder eben reiner Stress. Das heißt, wenn ich jetzt eine virale Infektion habe, dann bringt mir das beim Podium gar nicht,
dass ich sofort EBV beginne, sondern ich suche oder versuche mal den Auslöser zu finden, was wir häufig haben. Wir brauchen ja nur mal mit dem Patienten sprechen. Oder wir schauen auf seine Anamnese und wissen, der hat einen Haufen Stress. Das ist eine Möglichkeit. Stress ist ja auch Cortisonerhöhung, das ist ja das Gleiche. Und was wir dann machen, ist, dass wir dann eine Vorbehandlung machen, vorrangig, um den Patienten erstmal ein bisschen runterzubringen. Das wäre von der Mikroimmuntherapie auch das Misen. Das wäre aber auch die Rosenwurz, das wäre Safran. Es gibt jetzt ein neues Mittel, das Thema, Safran, das auch hervorragend ist. All solche Dinge und die Lebensführung denn verändern. Es bringt nichts, gleich am Anfang auf jeden Fall antiviral in dem Fall zu therapieren. Diese T8S-Zellen sind auch ein Hinweis, dass wir eine Histaminunverträglichkeit haben. Also wenn wir das alles abklopfen und sehen, oh, irgendwo kommt das alles gar nicht, das könnte denn auch mal das Histamin sein. Und da kann man ganz einfach mal sagen, jetzt lassen Sie mal 4 Wochen Histamin weg, geben Ihnen eine Liste mit und dann sehen Sie schon, was denn passiert mit seinen ganzen Problemen. Das sind wirklich die Hauptdinge. Ich habe schon erlebt, dass es auch mal ein Selenmangel, also massiver Selenmangel sein kann. Aber Entzündung ist Stress, da müssen wir auch dran denken. Es ist also jetzt nicht nur psychischer Stress. Entzündung macht enormen Stress und deswegen ist es häufig auch ein Grund, dass wir, wenn wir noch andere Werte haben und wenn es ein CRP-Wert, der erhöht ist, wir sagen hier immer im Therapieprotokoll, wir sollen antientzündlich erstmal beginnen. Wenn Sie denken, Stress ist auch eine Entzündung, was wir wissen. Und diese Mittel haben ja alle eine antientzündliche Komponente mit drin. Hat aber einer jetzt, keine Ahnung, Fibromyalgie und ordentliche Schmerzen oder so, dann müssen wir erst antientzündlich arbeiten. Denn vor allen Dingen, wenn wir sehen, die T8S-Zellen sind zu hoch. So sind wir jetzt mit dem intrazellulären Podium. Wenn wir jetzt die nächste anschauen, habe ich Ihnen ja schon gesagt, aber nochmal, die Treppe, ziehen Sie den Strich, und der ist jetzt hier vom Immunsystem nur zwischen T8Z und T8S. Und daran sehen Sie, wie hoch die Zytotoxizität ist. Und dass die hier viel zu niedrig ist, das kann der Körper zytotoxisch nicht ausreichend arbeiten. Und deswegen ist auch bei einer Treppe, dass wir versuchen, erst einmal an die T8S-Zellen heranzukommen und die runterzufahren. Wie das Gleiche, wie beim Podium. Entweder antientzündlich, antistressmäßig, antidepressiv oder eben auch mal an das Histamin denken. So, das war das jetzt. Das lieben wir. So ein Bild lieben wir. Das Podium intrazellulär und extrazellulär. Das und nun. Wir reden immer so klug daher, aber da fragen wir uns, was machen wir denn jetzt? Das Erste, was man sich bei diesem Bild mal fragt, ist, aus welchem Grund sind die Lymphozyten so hoch? Ich meine, der Patient hat 100%ig was, das ist ganz klar. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auf die Anamnese auch hören. Dieser Patient hat ganz klar eine Lymphozytose. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Das heißt, als erstes würde ich da schon dran denken, ich gehe mal an das EAI, wenn ich nichts anderes weiß. Jetzt habe ich das Podest im extrazellulären Bereich. Da haben wir eine relativ hohe Differenz zwischen den T4 und den T8-Zellen. Und wenn man sieht, es ist eine enorme Differenz, wie hier, dann fragt man sich, warum sind die T8
HIV ausschließen sollte. Aber nur, wenn es wirklich so riesig ist. Das muss man natürlich ganz vorsichtig mit den Patienten machen, aber dass man das wirklich auch ausschließt. Und jetzt habe ich sehr viele, jetzt gehe ich mal zu dem nächsten Podium. Ich habe eine normale zytotoxische Zellen, aber eben auch hier absolute Erhöhung von den suppressiven Zellen. Und deswegen dieses zweite Podium. Und jetzt schaue ich mir aber die anderen Werte auch an. Ich sehe, dass die aktivierten T-Zellen sehr hoch sind. Ich sehe, dass die regulatorischen Zellen in Richtung Autoimmun gehen. Und was mir noch auffällt, ist, dass wir ganz wenig B-Lymphozyten haben, aber eine hohe Aktivität dieser CD80-Zellen. Das heißt, da passiert ganz viel in dem System. Wenn ich also jetzt HIV-negativ bin, das läuft, dann muss ich mich wiederum fragen, warum habe ich eine zu hohe Anzahl von Suppressorzellen, das heißt dann gar nichts. Und bei den T4-Zellen, dass die so übrig sind, sollte man auch in dem Fall immer daran denken, was machen die Streptokokken in dem Fall. Und der Patient hat Entzündung oder er hat Schmerzen. Das heißt, dass ich hier beide Podien eigentlich schon miteinander nutzen muss, denn es ist in beiden Bereichen was, wenn die Lymphozyten ja so auffallend sind. Und wo bleiben die B-Lymphozyten? Ich sehe, dass die TH17-Zellen, dass die im Normalbereich sind. Wir wissen, TH17 ist darmbezogen. Aber woher kommt jetzt diese Aktivierung der B-Lymphozyten? Und da ist immer da brauchen die den Patienten dazu. Sie brauchen die Anamnese dazu. Was hat der für Therapien vorher gehabt? Sonst kommen wir da nicht weiter. Wir haben nur zwei Aussagen. Wir haben ein Problem im T4-Bereich. Wir haben ein Problem in dem, ich sag mal, Entzündungsbereich, Schmerzbereich von den suppressiven Zellen. Und ich habe aber ein Problem auch, dass es ins Autoimmune geht. Und ich habe eine Kompensation zusätzlich sowohl von den Lymphozyten als auch von den aktivierten T-Lymphozyten. Mehr können wir in so einem Bild nicht ausmachen. Das heißt also zusammengefasst, wir haben hier ein absolut aktiviertes Bild vor uns, sollten aber hier wirklich beide gleichzeitig beachten, beide Podien im Endeffekt. Und sehen aber gleichzeitig, da läuft was ins Autoimmune oder ist es eine schlechte Einstellung, das wissen wir jetzt nicht genau, oder sind da irgendwelche Therapien gelaufen. Das ist also die Aussage, wo wir aber für unsere Mikroimmuntherapie bzw. für alle Therapien einen hohen Aussagewert haben, dass wir hier erstmal Einzelarbeit leisten müssen, bevor wir hier irgendwie antiviral oder wie auch immer arbeiten. Das ist ein typisches Bild, wenn Sie sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mache, aber ich weiß, es geht ins Autoimmune rein, oder es ist ja auch, dass ich dann sage, das ist ein ganz leckeres Bild fürs Mirek, dass man damit erst anfängt. Ja, im Mirek, was wir gerne bei Autoimmunerkrankungen einsetzen, Sie haben im Mirek eine antientzündliche Komponente, spezifisch für die Mitochondrien, aber vorrangig überhaupt, antientzündlich, und da liegen Sie als erstes jetzt mal richtig. Und da muss man wirklich aufbauen. Erstmal suchen und dann entsprechend sich langsam vortasten. Das heißt also anfänglich systemisch in die Richtung Autoimmuntherapie. Und da wäre Mikroimmuntherapie direkt ist genial, aber bei so einem Bild muss man auch 2 Kapseln angeben. Und dann sieht man später, was alles bei raus
Und da braucht es wirklich die Anamnese und Untersuchung auch der händischen Untersuchung. So, jetzt gehen wir zu dem nächsten Bild und machen uns das nochmal klar. Ich finde, das ist ganz wichtig. Was sind die, wissen das ja, was T8Z und S-Zellen sind? Diese T8Z-Zellen, haben wir gesagt, die haben eine hohe Antigenität. Die haben aber auch niedrige Erfahrung. Das heißt, die sind noch frisch und jung und haben eben viel Erfahrung und werden dann natürlich auch, diese jungen Leute auch erstmal ordentlich aggressiv sind. Das heißt, das sind Akutzellen, die irgendwann dann ihre Antigenität nicht verlieren, aber sie ganz schön reduzieren. Petra, Entschuldigung, darf ich dich ganz kurz was fragen? Und zwar haben wir hier eine Frage, ob man das Mirik aus der Hildegard-Apotheke bekommt und ob man das täglich gibt. Einmal und dann die zweite Frage, woran machen Sie noch einmal in diesem Bild die Autoimmunität fest? Das bezieht sich auf das vorige Bild noch. Gehen wir nochmal auf dieses vorige Bild. Das Mirik, das ist das 2L-Mirik von Labolite, was jede Apotheke beziehen kann. Da braucht man keine Hildegard-Apotheke gar nicht. Sondern ganz normal die Apotheke. Ganz normales Labolite-Mittel. Das heißt, ich gebe täglich 2, das heißt Kapsel 1, 2 an einem Tag, zeitversetzt, gleich in der Früh und dann noch am Nachmittag, dann ist es ein guter Abstand. Und am nächsten Tag gebe ich dann Kapsel 3 und 4. Das ist ein ganz normales Labolite-Mittel. Das ist eine. Und das andere ist, die regulatorischen T-Zellen, die sind ziemlich niedrig. Und je niedriger die regulatorischen T-Zellen werden, desto mehr gehen die in die Autoimmunität. Das ist über die Allergie, wir kommen nachher nochmal drauf, über die Allergie in die Autoimmunität. Und daran sieht man das. Es kann auch ein Patient übrigens sein, Autoimmunpatient, Hashimoto-Patient oder was, der einfach nur nicht richtig therapiert ist. Das ist verkehrt, was ich jetzt sage, nicht richtig therapiert. Aber der hat noch viel Therapie. Mein Ziel ist, dass die Regulatoren T-Zellen sich dann normalisieren. Danke. Ich denke, nur ganz kurz nochmal an alle, also die Präparate, die Petra erwähnt, hier Frau Dr. Blum hier erwähnt, sind in allen Apotheken normalerweise zu bekommen. Wir haben allerdings auch eine Apothekenliste. Wer die gerne möchte, kann uns gerne Bescheid sagen. Dann schicken wir Ihnen die auch nochmal. Auf der Apothekenliste sind die Apotheken drauf, mit denen wir sehr viele Erfahrungswerte haben und bei denen es auch besonders schnell dann geht. Ja? Okay, dann gehe ich jetzt wieder zurück zu den zytotoxischen und den senescenten T-Zellen, Petra, ja? Jetzt da sind wir wieder. Das heißt, wenn wir jetzt die linke Seite nochmal von den zytotoxischen anschauen, die sind auch ziemlich sensibel in der Apoptose. Und nicht vergessen, Kinder haben natürlich ganz viele, weil die sind ja haben noch wenig Erfahrung. Die Kinder, aber auch ihre Zellen. Also daran kann man das immer festmachen auch. Jetzt wenn wir uns da sehen Sie auch eine schöne zytotoxische Zelle um. Und die blaue, das ist jetzt die senescente Zelle. Oder die suppressive Zelle. Die hat die oder die Namen. Und beide Namen sind klar definiert. Senescent heißt alt. Das heißt, diese Zelle hat eine große Erfahrung. Deswegen auch diesen Memory-Effekt. Aber weil sie eine große Erfahrung hat, hat sie nicht mehr diese Antigenität. Das heißt, die haben wirklich Antigenität. Und sie sind schon zytotoxisch, aber lange nicht mehr in dem Maße wie diese Und weil sie ihr Leben schon ganz schön gemeistert haben, werden sie logischerweise müde. Und deswegen haben wir bei diesen ca. 80-Jährigen im Schnitt wirklich die Hälfte, sagen wir mal, mehr die T8S-Zellen. Das sind aber Patienten, etliche, die sind weit über 80, die haben relativ gute S-Zellen noch, also niedrige, wenn die entsprechend, wie soll man sagen,
gut mit sich umgehen, einen ganzen Lebenswandel führen, auch auf sich achten, dann haben diese T8-Zellen auch noch eine relativ lange Lebenserwartung. Aber generell ist es so, das sind einfach Studien, je höher ich mit Lebensjahren komme, desto weniger habe ich noch Zytotox, sondern eher die T8-Zellen. Das müssen wir immer mit jedem Immunstatus, wie alt ist der Patient. Nur, was wir nicht machen sollten, ist zu sagen, ach, der ist ja schon 80 Jahre, der hat sowieso einen schlechten Immunstatus, brauche ich gar nicht mehr messen. Wir wundern uns manchmal, in welchem Alter noch so gute Immunstaaten vorhanden sind. Aber das sind alles, die von uns regulationsmäßig gepflegt sind, sag ich mal. Also zusammenfassend, T8Z haben eine hohe Zytotoxizität, eine hohe Antigenität und die T8S, die Seneszenzen, haben eine niedrige Antigenität, sind viel weniger toxisch und deswegen haben sie eben auch eine jetzt passive Wirkung. T8S, suppressiv, könnt ihr auch sagen. Das heißt, wenn ich da nicht zu viel habe, habe ich zu wenig Zytotoxizität. Und das ist immer die Frage, warum ist. Haben wir gerade gesagt. Dieses Bild ist wirklich immer wieder wichtig zu sehen. Wenn wir jetzt das nächste Bild anschauen, und da sind wir jetzt bei den regulatorischen T-Zellen. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Zellen, weil sie erhalten uns die Homöostase, TH1 und TH2. Sie schauen, dass das reguliert wird. Wenn zu viel TH1 ist, dann stellen die sich hoch, regulatorisch wirklich hoch, um einfach wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und sie schützen uns auch, dass wir eben keine Autoimmunreaktionen bekommen. Und diese Entgleisung von Entzündungsreaktionen natürlich, die versuchen sich dann entsprechend hochzustellen, weil sie einen Anti-Inflammationscharakter haben. Wenn Sie dieses nächste Bild, dieses Kreuz, das ist ja nichts anderes wie im Immunstatus. Der grüne Bereich wäre die Normalität. Und jetzt kommen wir zu unserem vorherigen Bild. Je weniger die Zellen da sind, diese Regulatoren T-Zellen, desto mehr verlieren wir eigentlich die Immuntoleranz und gehen über die Allergie, das ist schon, wenn die niedrig sind, dann hinüber in die Autoimmunität. Das wäre, je niedriger die wären. Und in dem vorherigen Bild, was wir gesehen haben, die gehen schon in die Autoimmunität. Das andere ist, wenn die regulatorischen T-Zellen zu hoch sind. Da haben wir gesagt, die sind eigentlich ausgleichend, regulierend. Sie sind auch anti-entzündlich, diese regulatorischen T-Zellen. Und deswegen, sie können, wenn die zu hoch sind jetzt im Immunstatus, dann ist es das Zeichen einer chronischen Infektion. Und diese chronische Infektion kann irgendwann mal, es kann Jahre dauern, über diese antientzündliche Wirkung, dass ihnen einfach TH1 fehlt, in die Krebserkrankung führen. Wenn die zu hoch sind, was heißt das für uns, für die Praxis? Die haben vor, wenn sie zu hohe regulatorische T-Zellen sehen, dann sollte man als erstes an ein Herdgeschehen denken. Und das ist das A und O. Das heißt, Sie brauchen also irgendwelche Möglichkeiten, an diesen Herd entsprechend ranzukommen. Das ist eigentlich schon uraltes Wissen, dieses Herdgeschehen. Es ist, ich weiß nicht, vor 25 Jahren oder so gab es einen Wiener, die haben eine Wiener Arbeitsgruppe und die haben festgestellt,
regulatorischen T-Zellen, die leben in einem TGF-Beta-Milieu beziehungsweise auch Interleukin-10-Milieu. Das heißt, hier ist wiederum dieses Milieu ausschlaggebend. Je mehr TGF-Beta oder auch Interleukin-10 da ist, desto mehr werden auch die Zellen an sich. Das heißt also die regulatorischen T-Zellen. Umgekehrt ist es aber auch, dass regulatorische T-Zellen TGF-Beta bilden und Interleukin-10 auch. Und beide sind eben antiinflammatorisch. So kam man zu dem Schluss damals, weil zu viel TGF-Beta gebildet wird, beziehungsweise in einem TGF-Beta-Milieu erhöhen sich die regulatorischen T-Zellen. Und so kommt es eigentlich zustande, dass wir heute als erstes sagen, da muss ein Herdgeschehen vorliegen. Und das ist das A und O. Dann dieses Herdgeschehen entsprechend ausfindig zu machen. Und das ist auch mehr oder weniger mit chronischer Infektion gedacht. Sie können auch, wenn jemand ewig lange eine Helicobacter zum Beispiel hat, das wissen wir auch, da können die regulatorischen T-Zellen auch sich leicht erhöhen. Und wir wissen, wohin der Helicobacter unter Umständen pathogen führen kann, nämlich auch ins Magenlymphom. Also da sind ganz typische Verbindungen zu sehen. Also für Sie heißt Blick auf die regulatoren T-Zellen. Sind Sie zu hoch, an ein Herdgeschehen denken und versuchen, das zu finden. Das sind ja häufig auch Zähne oder die Nasennebenhöhlen. Auf der anderen Seite aber sind die regulatorischen T-Zellen zu niedrig und die haben keinen Allergiker vor sich. Dann wissen Sie, es läuft ein bisschen ins Autoimmune oder der Patient ist mit seiner Autoimmunerkrankung immer noch nicht richtig eingestellt. Das sind eigentlich die zwei Aussagen. Und zurück zu dem 2L-Nirig, das wird gerade gut hier auf der Ebene auch, es wird sowohl unten als auch oben, also zu niedrig oder zu hohe regulatorischen T-Zellen, weil sie hier wirklich in die Mitochondrien reingehen. Und die sind ja bei beiden entsprechend dann minder bemittelt. Jetzt schauen wir uns mal die nächste Folie an. Das habe ich schon alles gesagt. Dieser Subtyp der CD4-Zellen hat uns vor 30 Jahren irregeführt. Da haben wir immer gedacht, oh wie schön, das sind ja Helferzellen, ne? Die früheren Helferzellen, die CD4-Zellen, oh wie schön, die sind ganz hoch. Und was uns da eigentlich später über Technik der Lymphozytenmessungen mit den einzelnen Farben war es ermöglicht, die zu messen. Und da haben wir eine Weisheit errungen, und zwar die Mistel. Wenn die regulatorische T-Zellen sowieso schon relativ hoch haben, die Mistel erhöht ihnen die regulatorische T-Zellen unter Umständen. Und das heißt auch in der Therapie zu hohe regulatorische T-Zellen oder so ziemlich am oberen Anschlag keine Misteltherapie machen. Wir haben ja heute alle anderen Möglichkeiten, weil sie wollen ja eben TH unterstützen in der Krebstherapie und nicht noch weiter dämmen. Also das war damals wichtig mit dem Fortschreiten Thema der Farben unter mehreren Farben, dass man dann die regulatorischen T-Zellen entsprechend auch messen konnte und gemerkt, die sind ja nicht effektiv, die sind regulativ, was wir heute als Zellen sowieso haben. Das haben wir jetzt, wenn wir uns die Rolle nochmal anschauen, da habe ich schon Ihnen alles erzählt. Das Herdgeschehen ist das A und O und die Erniedrigung ist die Autoimmunität. Das ist eine hübsche regulatorische T-Zelle auch, die Sie da abgebildet sehen. Dann gehen wir ein Stück weiter. Da sehen wir. Jetzt haben wir unseren ganzen Immunstatus und sehen, dort wo der Pfeil ist, da haben wir den Hinweis auf die Autoimmunität. Wenn wir die erhöht haben, haben wir auch schon gesagt, den Hinweis auf ein Herdgeschehen.
regulatorischen T-Zellen, die sich sehr schnell ändern. In dem Moment, also wenn Sie einen Herd haben, nicht wenn Sie niedrig sind, wenn Sie ein Herdgeschehen haben, dann sehen Sie mit Entfernung des Herdes, Zahnherd, die werden sofort auch runtergehen, weil das Milieu ist dann weg. Ne? Dieses TGF-Beta ist dann verbunden und die reagieren ganz schnell. Petra, kurz eine Frage nochmal. Kann ich Ja. unter Chemo eine Lymphozytentypisierung durchführen? Unter einer Chemotherapie? Ja. Ich würde das können tue ich alles, aber aus Kostengründen würde ich erst nach der Chemotherapie das durchführen. Okay. Ist das ausreichend? Und kannst du kurz erklären, warum? Weil die Und wie lange? Und wie lange nach der Chemo? Okay, also eine Chemotherapie ist ja generell eine suppressive Therapie. Und da versuchen wir begleitend zu behandeln, ne, den Patienten, um ihn einfach in der Lebensqualität ein bisschen zu verbessern, beziehungsweise auch Verbesserung der Nebenwirkungen der Chemotherapie zu erreichen. Das heißt, wir setzen dann LTI zum Beispiel ein oder andere Dinge, um dem Patienten das zu verbessern. Es hat momentan während der Chemotherapie keine therapeutische Relevanz. Wichtig ist für mich, wenn die Chemotherapie abgeschlossen ist, um dann zu gucken, wie sieht denn das Immunsystem aus. Bei manchen sieht es gar nicht so schlecht aus und bei anderen sieht es aber überhaupt schlecht aus. Und dann braucht es die Aussage nach der Chemotherapie, wo fange ich denn an? Was muss ich denn unterstützen? Und deswegen hat es keine Aussagekraft im Endeffekt während einer Chemotherapie. Weil mein Handlungsbedarf ist hinterher ein anderer. Ist das ausreichend? So, ja, wie lange würdest du warten? Ja, ich kann nach 4-8 Wochen ungefähr, ich mache das bei meinen Patienten eigentlich immer, die müssen sich ja erstmal ein bisschen erholen. Und da ist der psychische Hintergrund ganz wichtig. Wenn die psychisch relativ stabil sind, dann mache ich auch einen Immunstatus. Und das ist unterschiedlich. Ja, aber der Bereich ist so 4 bis 8 Wochen ungefähr. Okay, danke. Kommt auch die Therapie wieder an. Ja? Super, danke. Okay. Gut. Jetzt gehen wir zu den B-Lymphozyten. B-Lymphozyten heißt ja nichts anderes, dass es unsere Lymphozyten sind von unserem Schleimhaut-assoziierten Lymphsystem. Alle Schleimhäute dieser Welt. Das heißt von den Nasennebenhöhlen bis zur Blase, Darm, Lunge, alles Mögliche. Und diese B-Lymphozyten, die haben ja die Eigenschaft, Immunglobuline zu produzieren, Antikörper zu produzieren. Und B-Lymphozyte heißt mehr oder weniger Schleimhautbereich. Und jetzt ist die Frage, wenn die B-Lymphozyten erhöht, also generell nur diese CD19-Plus-Zellen, dann habe ich Schleimhautbereich unter Umständen ein positives Geschehen. Ich kann aber auch ein allergisches Geschehen haben, genauso reagiert da die Schleimhaut. Ich kann aber auch als drittes eine EBV-Belastung haben. Das heißt eine Reaktivierung, denn die Heimat des EBV sind die B-Lymphozyten. Das sind im Endeffekt die 3 Dinge, die ich beachte. Wenn ich das Umgekehrte habe, das heißt eine Erniedrigung, das heißt von den B-Lymphozyten, dann sagt es mir ganz klar eines, dass nämlich mein Malt-Mucosa-assoziiertes Lymphsystem geschwächt ist. Und von Seiten der Mikroimmuntherapie gebe ich auf jeden Fall. Natürlich mache ich Darmbehandlungen, Darmsanierungen, was auch immer. Ich tue alles für meine Schleimhaut. Alles, was wir kennen. Aber von Seiten der Mikroimmuntherapie ist es
Das heißt eigentlich, wenn die erniedrigt sind, ich habe eine Schwäche in der Immunglobulinbildung und Antikörperbildung. Das heißt gleichzeitig, gehen wir mal auf die nächste Folie, das heißt gleichzeitig im Endeffekt, ich habe eine Immunschwäche. Aber nicht im T, sondern im B-Lymphozyten, also im Schleimhautbereich. Wenn wir diese erhöhten B-Lymphozyten sehen, das ist ein Bild quasi von einer EBV-Belastung. Das ist eine reaktivierte EBV-Infektion. Was wir noch, wenn wir jetzt auf die zytotoxischen Zellen schauen und auf die suppressiven, haben wir eine Kathedrale. Das ist wunderbar. Und man lässt gut behandeln. Wir haben auch eine Kathedrale, leichte Kathedrale, eben auch die 4a, haben auch noch eine Kathedrale. Das ist ein schönes Bild, wo man sagen kann, da kann ich gut gleich mit dem EBV behandeln. Die Lymphozyten sind im Normalbereich. Und woher kommen die aktivierten B-Lymphozyten? Das ist die Frage, was da eben vorher schon an Therapie gelaufen ist. Es könnte aber eine toxische Belastung oder eine allergische Belastung auch sein. Also da sind auch die B-Lymphozyten und auch die aktivierten B-Lymphozyten entsprechend, wenn wir Glück haben und die Aktivierung gut ist, auch erhöht. Aber daran denken, also das ist ein Patient auf jeden Fall mit EBV-Belastung oder Reaktivierung. Schauen wir mal das nächste an. Diese aktivierten B-Lymphozyten. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Das ist immer ein Zeichen, dass das was passiert, wenn die erhöht sind. Was kurzfristig auch ganz gut ist. Darf nur nicht zu lange dauern. Wenn Sie zum Beispiel eine sehr hohe Erhöhung haben von den B-Lymphozyten, kann es möglich sein, die aktivierten B-Lymphozyten, kann es möglich sein, wenn man Glück hat, dass diese chronische Infektion, da sollte man immer dran denken, dass noch wirklich in Aktivität ist. Da ist nicht die letzte Luft drauf. Das ist eigentlich ganz häufig, wo man sagt, naja, die sind ja wenigstens noch hoch. Die aktivierten B-Lymphozyten sind aber häufig auch ein Zeichen einer Therapie. Kann eine Chemotherapie sein, das können heute Antikörpertherapien sein, das kann alles Mögliche. Da fragt man, oder das weiß man eigentlich, ist da eine Therapie erst gelaufen. Wenn wir manchmal, das können wir auch aktivierte B-Lymphozyten sehen in der Autoimmunität, das ist aber gar nicht so häufig. Da ist die Allergie zum Beispiel häufiger, aber auch eine nicht ausgebrannte Allergie. Also eine Erhöhung zeigt ja immer, die wollen noch Antigene präsentieren, was gar nicht so schlecht ist. Aber erniedrigt sind diese aktivierten B-Lymphozyten, dann ist es absolut ein Hinweis, und es sind häufig die Hemmgesetze, die während Infekte haben, klar, im Schleimhautimmunsystem, weil sie eben diese geschwächte Immunabwehr haben, weil sie eben die Störung in der Antigenverarbeitung haben. Das heißt auch die Präsentation, da ist viel zu wenig da. Und auch die Antikörper, Immunglobulinbildung, kann auch da gestört sein, nicht nur im Immunprozess. Das heißt, es ist eine Erniedrigung der aktivierten B-Lymphozyten, ist immer ein Hinweis auf eine Störung im Schleimhautimmunsystem. Also wo auch immer. Wieder Nasennägel, Sponsen, überall. Blase. Und was können wir da entsprechend geben? Machen wir mal die nächste Folie. EED, das wissen wir. EED ist immer das Mittel der ersten Wahl, weil das sind auch die, nicht nur auf die B-Lymphozyten wirkt, sondern auch auf die Antigenität. Aber was zum Beispiel auch wunderbar wirkt, dafür ist es auch gemacht, das Symbiflor 1. Da sehen Sie jetzt diesen dicken Pfeil, ne, die B-Lymphozyten, die CD80 B-Lymphozyten sind niedrig und nach 3 oder 4 Monaten
sind die im Normalbereich, gleiche Patienten. Wenn Sie da schauen, nach Gabe von Symbiflor 1. Es ist jetzt letztlich, was ich häufiger in der Hotline sage, wenn die sowieso schon 2 Präparate von der Mikroimmuntherapie haben und sagen, ja, aber mein Schleimhautimmunsystem oder so, den kann man da sehr, sehr gut mit auch ausweichen auf das Symbiflor 1. Oder sie machen sowieso eine Therapie mit den Symbifloren oder womit auch immer. Aber Symbiflor 1 ist genau für die Antigenität des Schleimhautimmunsystems eben auch gedacht. Genau wie die. Petra, kurz eine Frage. Ja. Wäre es dann sinnvoll, eine HLA-Typisierung zu bestimmen? Warum? Wir warten mal, was die Dame im Chat sagt. Genau. Ich kann mal generell, sie wird ja was sagen, ja. Aber eine HLA-Typisierung macht immer Sinn bei einer autoimmunen Erkrankung. MS oder sonst, da brauche ich die HLA-Typisierung. Eine HLA-Typisierung macht Sinn bei, ich sag mal, auch genetischen Erkrankungen. Macht es auch Sinn. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit den oder bei Patienten, wo man vielleicht gar nicht mehr weiter weiß. Aber generell machen wir die bei Autoimmunerkrankungen. Sie haben ein Problem später. Sie machen die HLA-Typisierung und kriegen dann einen Befund von, was weiß ich, von 7, 8, 9 unterschiedlichen HLAs, die anzeigen. Der Patient kriegt ein Problem. Für uns ist es ganz gut, dann wissen wir es. Aber das sind ja Risikofaktoren von irgendwelchen Erkrankungen. Und die Patienten sind häufig wirklich heute so, wie soll man sagen, neugierig oder interessiert oder wie auch immer, das gucken sie ja alles im Internet an. Und aus meiner Erfahrung machen die HLA-Typisierungen den Patienten hinterher Probleme. Der hat meinetwegen eine Arthritis und sagt, ja, jetzt bin ich ja auch noch da und da gefährdet. Schauen Sie, HLA B35 zum Beispiel ist auch ein Mammakarzinom. Aber das sind auch viele andere. Und dann denkt er immer, jetzt kriege ich noch einen Brustkrebs. Also das ist wirklich ein schwieriges Umgehen. Mit der Diagnostik ist es super. Und die Therapie mit unseren SMN ist super. Aber dieses Rüberbringen ist bei vielen Patienten, die hochsensibel sind, ein Riesenproblem. Und deswegen Autoimmun, ja. Okay, danke. Also die Teilnehmerin hat noch hinzugefügt bei niedrigsten B-Zellen, aber das hast du ja gerade eigentlich sehr gut erklärt. Dann ist noch die nächste Frage, bin ich mir nicht sicher, ob du da weiterhelfen kannst. Wir dürfen als Heilpraktiker keine HLA-Typisierung mehr einschicken. Was machen wir dann? Möchtest du die Frage oder kannst du die beantworten oder sollen wir? Ja, kann ich schon. Ja, okay. Wir haben in einem Skript, das ist unser Aufbau 2, da haben wir ein Labor drin, das ist das Labor in Martin-Fried, ein humangenetisches Labor. Da dürfen die Heilpraktiker noch hinschicken. So ausgemacht mit Martin-Fried, also das ist hier bei München. Wenn man sich da auf Mikroimmuntherapie beruft und der Unterschied ist nur, dass Heilpraktiker kriegen keine Listen in Assoziation mit den HLAs, Ärzte kriegen die. Aber die Konsequenz ist ja bei uns wirklich nur diese spezifisch molekulare Mischung in der C27. Und das weiß auch Martin Fried und bis jetzt hat sich geändert. Der Ansprechpartner ist ein Dr. Hirf, auch mit V hinten geschrieben, H-I-R-R-V. Aber da haben die Adresse in dem Skript drin. Danke schön. Ja? Ja, wir schicken die Adresse mit an alle Teilnehmer. Genau. Aufbaukurs 2 ist ja auf jeden Fall mit dran. Ja? Gut, so. Danke. Jetzt gehen wir wieder auf speziell diese CD5 Markierung auf den B-Lymphozyten. Das sind auf jeden Fall autoreaktive Zellen. Das heißt,
die dürfen, die dürfen nicht zu viel vorhanden sein. Ja? Also wir sehen hier geringer Teil der B-Lymphozyten unter 30%. Da haben wir auch einen Normwert in unseren Grafiken. Das heißt, es sind Zellen, die zu hoch ist immer ein pathologisches Geschehen im Hintergrund. Sagen wir mal so. Wenn die zu hoch vorhanden sind, diese Zellen, dann sieht man im Anfangsstadium einer Autoimmunerkrankung die Zellen, dann sind die, ich weiß nicht, wie viel % so richtig auffallend. Und wenn diese Autoimmunität länger besteht, dann exprimieren diese B-Lymphozyten dieses CD5 dann irgendwann nicht mehr, sieht man das nicht mehr. Das kann ein Zeichen für die Autoimmunität sein. Was wir hier sehen, in Punkt 2, typisch für die CLL, die chronische lymphatische Leukämie, die hat, und zwar die B-Zell CLL, der B-Zellen, da sieht man dieses absolut pathogene Potenzial. Wenn man ein typisches Bild hat von dem B-Zell-Lymphom, dann sieht man ganz hohe B-Lymphozyten und ganz hohe CD5-positive Zellen. Ein ganz typisches Bild. Und wenn wir das sehen, dann wissen wir eigentlich, in welche Richtung das denn läuft. Das kommt ab und zu schon vor, fischen wir immer mal wieder jemanden raus. Und wenn die alleine erhöht sind, die können auch mal kurzfristig im Rahmen einer Erkrankung mitlaufen, ich sage jetzt auch Schleimhaut-Immunerkrankung mitlaufen oder eben, wie gesagt, auch mal kurzfristig bei der Autoimmunität auftauchen. So viel zu den Zellen. Wie gehen wir damit um? Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wenn wir das typische Bild sehen mit ganz hohen B-Lymphozyten, hohe Lymphozyten, hohe B-Lymphozyten, hohe CD5, also diese CD5-B-Lymphozyten, ist mal der Hämato-Onkologe auch gefragt, wenn das dieses ganz klassische Bild ist. Und sonst würde ich erstmal gar nicht damit umgehen, schon damit umgehen, aber einfach mal kontrollieren. Entweder wir haben eine dicke Virusinfektionserkrankung, kurzfristig autoimmun, das sollte nur noch mal kontrolliert werden. Nach welcher Zeit, wenn es machbar ist, man nach einem halben Jahr. So, jetzt mal zu den NK-Zellen. Da messen wir 3 NK-Zellen. Wir haben immer gelernt im Einführungskurs, NK-Zellen sind weder B noch T, B noch T-Lymphozyten, das sind gar keine Lymphozyten, die haben CD3-. Wenn wir jetzt mal die vierten anschauen, das sind die CD3-Zellen, also keine Lymphozyten, und haben aber diesen Oberflächenmarker CD16 und 56 plus drauf. Das sind die echten NK-Zellen. Und diese echten NK-Zellen, die sind, man kann sagen, in die Kontrolle proliferierender Zellen. Deswegen sagen wir immer, wenn die sehr hoch sind, KW, da könnte sich vielleicht mal was Malignes, wenn die hoch bleiben, Malignes entwickeln. Das sind also Zellen, die Sie auch bei der Krebserkrankung finden oder wenn die Gefahr vielleicht von einer Metastasierung besteht, aber nicht sofort, sondern immer schön warten. Und bei einer Virusabwehr. Aber diese Virusabwehr, da schauen wir uns mal die NK1 und die NK2-Zellen. Das sind nämlich Lymphozyten, weil die haben CD3 plus drauf. Und beide, die NK1 und die NK2-Zellen. Das sind Lymphozyten, die aber entsprechend Oberflächenmarke haben, CD8- und 47 plus oder 16 plus, 56 plus, was wir unten sehen.
Bereich, wenn der ein bisschen zu wenig Power hat, dann stellen sich gerne NK1 und NK2 oder nur die NK1 oder nur die NK2 um. Und das bedeutet, wir haben zwar eine Schwäche im viralen Bereich, aber dafür haben wir die Kompensation, was wieder ganz positiv ist. Wenn die nicht erhöht sind, dann sind die auch so ein bisschen aufgemerkt. Das heißt, das ist gar nicht so gut. Es ist immer eine Kompensation, mehr oder weniger Kompensation, die NK1 und NK2 von dem intrazellulären Bereich, weniger eigentlich vom extrazellulären Bereich, sondern vorrangig die Virenkompensation. Das sind also die NK1 und NK2 und NK3-Zellen. Wir sagen ja auch in den Kursen, wenn die NK3-Zellen erhöht sind, dann brauchen wir eben andere Parameter noch dazu, um da überhaupt was drauf zu machen. Ich meine, drauf zu machen in Richtung jetzt Malignität. Das nächste Bild, da sehen Sie ein wunderbares Bild. Sie sehen, die T8S-Zellen sind sehr niedrig, die T8S-Zellen sind enorm hoch, was auch immer der Patient hat. Er hat aber hier eine absolute Blockade im viralen Bereich. Dafür aber, das kann der Patient auch immer gut sagen, kompensieren die NK1 und NK2. Und das ist ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, ich habe hier im System noch drin, habe zwar diese hohen T8S-Zellen, die muss ich runterfahren, aber immerhin hat der Körper noch ausreichend Leistungsfähigkeit unspezifisch mit den NK1 und NK2. Also so viel Kompensation, was wirklich gut ist. Und Sie können auch hier in dem Immunstatuserhöhung nur der NK2 sehen, dass Sie eine leichte Kathedrale haben bei den zytokinischen Zellen und suppressiven Zellen, aber Sie haben eine NK2-Erhöhung, was also immer ein positives Zeichen ist, dass diese Kompensation einfach funktioniert. Jetzt schauen wir uns die NK3-Zellen nochmal an. Wir haben gesagt, es sind eben keine Lymphozyten, die CT3- sind. Sie haben die, wenn die ganz allein erhöht sind und der Patient sonst nichts hat, können sie bei einer Virusinfektion hochgehen, aber da haben sie die NK1 und NK2 noch dabei. Und bei Stress können die hochgehen, aber wenn sie Stress haben, haben sie immer die T8S-Zellen auch erhöht, wenn die allein mal erhöht sind. Also ich würde diese Erhöhung, die alleinige erhöhte NK3-Zellen am besten mal gar nicht nur im Auge behalten und die Erhöhung nach einer gewissen Zeit wieder kontrollieren. Es gibt auch ein NK-Zellen-Lymphom. Da habe ich die Erfahrung aber auch, dass unsere anderen NK-Zellen dann auch sehr hoch gehen. Also das gibt sehr, sehr selten. Denken Sie einfach dran, NK3-Zellen kontrollieren. Sie laufen manchmal mit den NK1 und NK2-Zellen auch mit. Die sind dann sehr hoch und die NK3-Zellen sind nicht so sehr hoch. Oder Sie sehen anhand des Stresses, sehen Sie, das sind auch hohe T8S-Zellen. Also so viel zu den NK3-Zellen. Die heißen ja wirklich diese Tumorzellenabwehr. Und da sehen Sie, die Frage wäre sowieso jetzt gleich gekommen, was ist denn noch dazu? Wenn ich so ein bisschen diesen malignen Werdegang im Kopf habe, dann, wir machen ja das Proteinierungsprofil und da sehen Sie eine IgA-Erhöhung und eine IgM-Erhöhung. Das ist ein ganz typisches Zeichen eigentlich. Und das IgM muss unter der Norm mindestens noch 50% unter der unter der Minimalnorm nochmal 50% erniedrigt sein. IgA-Erhöhung eben auch deutlich.
dann Erhöhung unserer Entzündungsproteine. Alpha-1-Glykoprotein, Haptoglobin oder auch alleine das CRP im normalen Blut, auch außerhalb des Proteinserumprofils. Dann haben sie Power im System, eine Aktivität, das entzündliche, und sehen dann eine IgM-Erniedrigung, ist nicht immer so toll. Das sehen Sie häufig auch bei den Krebspatienten. Petra, Ja, kurz Entschuldigung, eine Frage kurz. Es ging um die Slide 37. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du eine Kathedrale hier erwähnt hast, aber die Frage ist, wo die Kathedrale ist. Da ist keine Kathedrale, ich habe sie gar nicht erwähnt. Ich habe gesagt, die Z-Zellen sind sehr niedrig, die S-Zellen sind sehr hoch. Und das ist ein ganz klassisches Podest. Das heißt, ich habe hier eine absolute Blockade drin. Ja. Und das war das Zeichen, dass die NK1 und NK2 wirklich schon mal kompensationsmäßig eine Hilfestellung leisten. Okay, danke. Ja, ich glaube, es war auch eher vielleicht ein verbales Missverständnis jetzt hier. Dankeschön. Okay. Alles gut. Wir können weitergehen. So, jetzt gehen wir nochmal zu diesen NK13 zur Erhöhung. Und es könnte auch eben ein Hinweis auf die chronische Infektion bei hohen regulatorischen T-Zellen sein. Wir haben ja bei den hohen regulatorischen T-Zellen sowieso schon eine anti-inflammatorische Wirkung, das haben wir ja gesagt. Und da könnten auch mal die NK13 jetzt so ein bisschen auch, ich sag mal, ein bisschen kompensieren, diese regulatorischen T-Zellen. Das ist also auch möglich. Jetzt schauen wir die TH17-Zellen an. Die haben wir eigentlich hier nur bei Lymphozytentypisierung in München. Die haben wir mal installiert, zusammen mit der Frau Bubenhofer und dem Labor im Lymphozytentypisierung und dem Herrn Meyer. Weil die sind ja schon wichtig. Die TH17-Zellen sind in der Praxis, jetzt mal ganz kurz, wo liegen die TH17-Zellen? Sind im Schleimhautimmunsystem vom Darm drin, vorrangig. Wenn die zu hoch sind, dann weiß ich, das ist ein Problem vom Darm. Da geht ein Problem vom Darm aus. Jetzt habe ich, dann sagen wir, das ist ein Hinweis auf eine chronische Infektion. Logischerweise, wenn der Darm nicht funktioniert, habe ich eine chronische Infektion. Jetzt eine Belastung von irgendwelchen Keimen. Und wenn Sie sich in dem Fall hier anschauen, dass die regulatorischen T-Zellen sehr niedrig sind, haben Sie einen zusätzlichen Hinweis. Wir haben ja gesagt, regulatorische T-Zellen sind autoimmun. Also sind das Zeichen für, wenn die zu niedrig sind, für Autoimmunität. Und hier haben Sie eine ganz klassische TH17 zu hoch über die chronische Infektion, über den Darm, chronische Infektion, geht das Ganze ganz langsam auf die Autoimmunität. Es geht ja mal schnell, mal weniger, aber unsere Autoimmunerkrankungen sind stark im Vorlauf. Und wo wird vorrangig auch die Autoimmunität im Darmschleimhaut versucht ja auch das immunologische System, sich da immer wieder gegen zu wehren. Also TH17-Zellen alleine erhöht auf jeden Fall für den Darm. Beziehungsweise chronische Infektion. Wenn die regulatorischen T-Zellen auch noch niedrig sind, aber können, dann sehen wir den Weg, die Autoimmunität geht. Und da sehen wir in dem Slide, dass der 17 logischerweise das 17 produzieren. Für uns ist wirklich nur das Allerwichtigste, dass die in der Lamina propria sitzen vom Darm und diese Verantwortung haben, dass die gesamten Grenzflächen schön stabil bleiben, inklusive der Barriere. Die führen zu einer Integrität der Darm. Das heißt, die Erhöhung des darmassoziierten Lymphsystems
Immunsystem gestört und damit die Barriere und eine Erniedrigung bei den Zellen. Weil die sollen ja gar nicht so hoch sein darf. Wir müssen immer wieder dran denken, jetzt machen wir mal die nächste Folie, dass wir im Blut messen. Und wenn man sich anschaut, das ist jetzt nur für die unbedingt noch mehr wissen wollen, sonst vergessen Sie die Folie. Es werden die sogenannten Interleukin-17a-Zellen messen und die sind eben wichtig für die Induktion von der Granulopoese beziehungsweise auch für die Aktivierung der Granulozyten. Und es gibt, was wir vielleicht auch wissen sollten, unterschiedliche über allen Zellen Varianten von dem Interleukin 17. Das brauchen Sie sich aber alles gar nicht so furchtbar zu merken. Also nur für diejenigen, die viel weiter da wissen wollen. So, jetzt gehen wir auf die nächste. Also nochmal, die TH17-Zellen sind im Darm zu erhöhten, müssen wir den Darm in Betracht ziehen. Sind die normal, sollten wir ja auch immer den Darm logischerweise immer mit behandeln. Aber so wissen wir haben schon zu viele im Blut. Da messen wir ja. Deswegen hat es wirklich dann absolute Priorität. So, wenn wir jetzt mal nochmal die CD4-Zellen anschauen, die sind so hoch, wie man hier in dem Bild sieht. Das habe ich aber schon gesagt, dann ist es ob zu hoch oder zu niedrig. Und da werden Sie ganz häufig fündig, wenn Sie mal die Streptokokken noch genauer anschauen. Und wir gehen mal auf das nächste Bild. Das ist es nämlich alles, dass Sie genauso diese Streptokokken anschauen. Wir haben häufig in Befunden einen ASL-Titter, der normal ist. Bei Rheumatikern, bei sämtlichen Gelenkentzündungen oder so. Es wird ja ganz häufig der ASL-Titter von der Klinik oder wo auch immer mitgemacht. Das heißt aber nicht, wenn der normal ist, da ist wirklich die Erfahrung, dass die Antistreptokokken Hyaluronidase oder die Antistreptokokken Denase B oder DNA oder B erhöht sind. Und zwar manchmal um das Doppelte. Und das heißt, dass der Körper sich immer noch mit den Streptokokken auseinandersetzt. Das heißt auch, dass deswegen die CD4-Zellen zu hoch sind. Das heißt aber auch, wenn die zu hoch sind, dass dann im Gewebe sich irgendwo was abspielt und wir eben da wenig CD4-Zellen auch haben. Und deswegen, auch da komme ich immer drauf rum, aber das finden Sie ganz, ganz häufig. Und wenn Sie jetzt nur einen Bekannten, den erhöht haben, weil Sie nur die D-Nase B, dass die Hyaluronidase erhöht haben, therapeutisch ist es da wichtig, also mit dem EED das System überhaupt zu unterstützen. Und dazu geben Sie ganz einfach von der Firma Hehl das Streptokokken-Hämolytikum in Hehl, das sind Ampullen, die können Sie als Trinkampullen verwenden oder als Sprühampullen. Es gibt ja da auch den Sprühaufsatz, dass Sie das einfach den Patienten in den Mund sprühen lassen und wenn die das nicht sehen oder was, müssen Sie einfach die Ampulle ausschützen. Und zwar so circa, je nach Wert, mal einen Monat so 30 Stück hintereinander weg und dann nochmal 10 abholen und dann brauchen Sie nur noch den Wert zu kontrollieren. In der Regel funktioniert das sehr gut. Wenn Sie sagen, ich arbeite mit Sanum, dann nehmen Sie eben das als Zielschritt. Das ist auch okay. Und wenn Sie da mal ein Problem haben, dann können Sie auch mal switchen auf eines dieser beiden mit Sanukilo oder das Hämolytikus in Hehl. Wenn Sie in der Anamnese aber sehen, der hat schon ordentliche Infektionen mit Staphylokokken gehabt, dann macht es auch Sinn, dass man das Antistaphylin noch mitmisst. Also ich persönlich mache das nur noch nach Anamnese. Sonst mache ich nur die Streptokokken. Ich mache es aber deswegen nur aus Kostengründen. Da gibt es von
von den Sanukelen auch das Stoffgift, also Sanukilstoff. Das sollte man nehmen, von hier gibt es schon längere Zeit nicht mehr. Petra, welche Präparate von Sanu waren das nochmal? Also, das ist einmal das Sanukil-Stress, 5 Tropfen. Und das andere ist der Sanukil-Staff, 5 Tropfen. Sanukil-Streff und Sanukil-Straff. Staff. Die Staffel. Staff. Dankeschön. Und das heißt, einmal 5 Tropfen auf die Zunge geben und einmal in den Ellbogen einreiben am Tag. Dankeschön. Nur ganz kurz noch, Petra, wir haben noch knapp 20 Minuten und haben ja einige Fälle, auf die wir dann noch etwas mehr eingehen möchten. Nur kurz, damit du einen Zeitüberblick hast und besonders... Auf Hinweis, weil ich schon wieder rede. Also, wir haben jetzt hier die letzte Folie, die Zusammenfassung dieser Lymphozytentypisierung. Und das haben wir ja schon gesagt, die Kathedrale, die Auseinandersetzung extrazellulär, intrazellulär mit vorrangig Viren. Wir haben die Kompensation der NK1 oder 2 Zellen. Wir haben den Hinweis auf den Herd. Das sind die regulatorischen T-Zellen, wenn sie zu hoch sind, wenn zu niedrig ist, auch sprudelt. Und dann haben wir noch die TH17-Zellen. Und was hier gar nicht, haben wir ja gerade gesagt, das gesamte Schleimhaut-Immunsystem, wo auch immer das sitzt, dass wir da eben auch die ganzen Hinweise haben. Das heißt, eine Lymphozytentypisierung ist wahnsinnig wichtig. Bei Patienten, die autoimmun erkrankt sind, die chronische Erkrankungen haben, die nach einer Chemotherapie oder überhaupt nach Krebstherapie, dass man das Immunsystem diese vielen Hinweise bekommt und dann entsprechend auch therapiert. So, jetzt bin ich mal durch mit meinen Lymphozyten. Wir haben 2 Folien, da sieht man nur ganz kurz, das ist eine Patientin, die hat hohe regulatorische T-Zellen und hohe TH17-Zellen, die sind sogar mitlaufen, weil es eine Zyste war im Mundbereich, eine Großzyste. Und da sieht man, wie schnell das geht. Es war im Juli 15 und im September 15, da wurde die Zyste entfernt. Eben beide, sowohl die regulatorischen als auch die TH17-Zellen sind im Laufbereich. Das geht bei den Zellen schnell, also vorrangig von den regulatorischen T-Zellen. Die anderen ziehen jetzt nicht so schnell immer mit. Aber solche, die reagieren gleich. Und dann weiß ich, hey, die sind in Ordnung. Ich habe wieder mehr Möglichkeiten im TH1-Bereich, dadurch, dass die regulatorischen runtergekommen sind. Und dann kann ich mich den anderen Dingen unter Umständen, wenn da was ist, noch zuwenden. Also das geht relativ schnell. So, jetzt denke ich, wir kommen mal zum Fallbeispiel von Dr. Stynesko, Frau oder Herr, das weiß ich jetzt nicht genau. Ein Herr Dr. Stynesko. Ist er nicht aus Stuttgart? Kann das wirklich sein oder bringe ich das durcheinander? Bitte sag nochmal. Aus Stuttgart? Aus Stuttgart. Ja. Das ist richtig, genau. ja. Also, das ist jetzt der Patient mit den täglichen Kopfschmerzen. Jetzt wäre es natürlich schon mal wichtig zu wissen, wo sind denn die Kopfschmerzen? Sind die Stirnkopfschmerzen, Hinterkopfschmerzen, seitlich, wo auch immer. Das soll mal der UNESCO einfach in den Chat stellen, das hat wissen. Okay, wir schauen gerade, ob der Herr Dr. Stynesko überhaupt online ist. Wir fragen gerade kurz nach und wissen dann, ob wir auch mehr Informationen über den Fall bekommen können. Aber der nächste Fall, die Frau Hofmann ist auf jeden Fall da. Doch, der Dr. Stynesko ist auch da. Alles gut. Also, wo die Kopfschmerzen sind, ne? Genau. Erste Frage. Patient ist 48 Jahre und hätte täglich und nimmt so Ibuprofen und andere Kopfschmerzen auf. Und er hat hier eben auch die Idee gegeben. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht.
Das ist jetzt der Immunstatus. Schön frischer Immunstatus. Jetzt gucken wir uns das mal genauso an. Wir haben normale Lymphozyten. Wir haben eine Minimalerleichterung von den, das kann man vernachlässigen, die T3-Lymphozyten. Wenn wir uns jetzt aber T4, T8 anschauen, in Quotienten, sehen wir auf jeden Fall hier entsprechend ein Modell. Das nehmen wir jetzt mal wahr. Dann nehmen wir aber auch wahr, dass T8-Zit, T8S und der Quotient auf jeden Fall eine Strippe bilden. Und das heißt gleichzeitig, dass Zytotoxizität nicht vorhanden ist. Weil wir haben ja gesagt, wenn wir nachgucken, T8S, T8Z ist auf gleicher Ebene. Wir haben also überhaupt keine Power im System der intrazellulären Abwehr. Was fällt noch auf? Die aktivierten NK1, NK2 ist kompensatorisch, das ist schon ganz gut, dass die nämlich so ein bisschen den viralen Bereich kompensieren. Regulatorischen sind im Normalbereich und man sieht eigentlich auch hier von den Zellen, da ist nichts. Wir haben eine ganz gute Antiquität. Die T17 sind gut, die B-Lymphozyten gar nicht. Also wir haben es auf jeden Fall im T-Zell-Bereich und müssen jetzt festhalten, wir haben 2 Blockaden, sowohl im extra- als auch im intrazellulären Bereich. Jetzt schauen wir mal weiter. Petra, kurz, die Kopfschmerzen sind im Vertex. Bitte, wo? Das habe ich nicht verstanden. Vertex. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Im Vertex-Bereich. Ja, das war dabei. Ja? Am Scheitel, Petra. Im Schüttelbereich. Scheitelbereich, ja? Moment, Mitte oder rechts oder links? Das müssen wir erstmal wieder rausfinden. Genau. So, das passt. Mitte. Ja. Genau. Okay, vielen Dank. Jetzt gehen wir weiter und schauen mal, was hier alles gemacht wurde. Die Ehrlichhose wurde ausgeschlossen. Bartonella wurde, jetzt gucken wir mal weiter, es ist jetzt 58, die Bartonella im IgG sind im Normalbereich, im IgM sind im Normalbereich. Dann sind wir bei den Babesien, die sind im Normalbereich. Wir gehen aber weiter, IgG-Antikörper, IgM-Antikörper sind auch im Normalbereich. Dann haben wir noch die Chlamydien, die sind im ELI-Spot erhöht. Wenn wir aber weiter schauen, im Weiterschauen, dann kommen wir zu dem EBV und wenn Sie sich da das anschauen, da haben wir 44. Dieser latente Mix ist sogar 365, also da haben wir so richtig was gefunden. Und wenn wir jetzt noch die einzelnen Subfraktionen anschauen, sind wir sehr, sehr viel im positiven Bereich. Wenn jetzt aber auch noch der Parvovirus untersucht worden, ja gut, der ist im IgM ist er negativ und im IgG, IgG, jetzt habe ich gestern so schön gelernt, IgG, genau. Unwesentlich und IgM ist negativ und die Echo-Viren sind auch, ja, das kann man vernachlässigen. Also im Endeffekt muss man sagen, wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Immunfaktor, dass wir den jetzt sehen. Was wurde gegeben? Also begonnen, EID und EBV. Wäre ja ganz gut, wenn, und das ist unser Problem, wir haben jetzt Blockaden. Wir haben die Blockade im extra- und intrazellulären Bereich. Da
EBV kann zurzeit nicht wirken, weil er die Blockade hat. Der hat viel zu hohe suppressive Zellen. Jetzt ist die Frage, er hat täglich Kopfschmerzen, er nimmt das Ibuprofen. Da muss man sich sowieso wundern, dass das Schleimhautsystem ganz gut ist. Ist es jetzt der Schmerz, der die Suppressivität so erhöht oder was auch immer, aber es kann jetzt wirken sofort, der EBV. Und jetzt schauen wir uns die andere Seite an, die T8-Zellen, die erhöht sind. Die sind ja mit hoher Wahrscheinlichkeit aus diesem Zusammenhang, sind es die Suppressiven, die die Gesamt-T8 so erhöhen. Und deswegen werden wir jetzt folgen kann, ich gehe gleich noch genauer darauf ein, sollte man jetzt mit allen möglichen Mitteln versuchen, diese Suppression runterzufahren. Sonst habe ich keine Chance, an die Geschichte zu kommen. Jetzt ist auch die Frage, ist es wirklich nur die EBV oder sind wirklich die absoluten Blockaden? Ich würde bei einem Mittelkopf, immer daran denken, auch Blockaden zu lösen. Ich weiß nicht, ob hier mal osteopathisch gearbeitet wurde. Ich würde immer an das Gesamtsystem denken, auch wenn hier das Darmsystem so abfallend ist, dass man mal guckt, was macht der gesamte Darm, was machen Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel. Das ist ein mittiger Schmerz. EBV ist gar keine Frage. Aber wie würde ich jetzt therapieren? Ich würde als erstes hier mal ein Antiinflammationsmittel geben, und zwar wirklich das Inflam. Ein Schmerz ist Entzündung, um das mal einen Monat runterzufahren, und zwar zweimal einen Kapselinhalt. Und erst dann, wenn wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es so ist, aber so würde ich mal anfangen, dass diese T8-S-Zellen einfach vom Schmerz kommen. Das tut dem Darm ganz gut. Darm etwas nebenbei aufbereiten, wie auch immer. Und dann erst das EBV und das EED geben. In dem Fall würde ich jetzt nicht großartig auf die erhöhten T8-Zellen eingehen, weil wir doch hier den Mix von Fettstoffen haben. Und das ist sein Problem, dass er da jetzt gar nicht reagieren kann. Also soweit zu dem Fall. Okay, danke schön, Petra. Im Scheitelbereich ist wirklich die Frage, wissen wir jetzt nicht, ob da nicht auch Unfall war oder irgendwelche Stürze oder was, dass das nicht auch mit diesen ganzen Schilderläufen zusammenhängt, ist die Frage. Okay. Herr Dr. Stönetzko, reicht Ihnen die Aussagen von Petra Blum oder haben Sie noch weitere Fragen im Moment, bevor wir zum nächsten Fall gehen? Okay, also während wir, nein, Nico, Thema, Nico ist die Frage, wir haben jetzt keinen ganzen Satz, aber ich denke mal, die Frage richtet sich demnach, ob er danach gucken sollte oder nicht. Da wissen wir jetzt nicht genau, aber Nico würde ja, wenn das jetzt nicht auf allen Bereichen, man kann sicher den Mathefeld überprüfen, das ist keine Frage. Und wenn da die Achter rechts und links tätig sind, wäre das auch denkbar. Wenn das nur einseitig wäre, dann wäre wahrscheinlich der Kopfschmerz auch eher nur auf einer Seite und noch mehrere andere Probleme auf der Seite da. Okay. Dann noch eine Frage, warum wird der erhöhte Parvovirus nicht therapiert? Weil der jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist. Schauen Sie mal, das ist ein Unterschied. Moment, jetzt der Parvovirus, den würde ich jetzt außen vorlassen, da ist er. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Wir haben ja immer irgendwelche Auseinandersetzungen mit Viren. Was wirklich auffällt, ist der EBV. Der EBV, der muss runter, es ist keine Frage. Aber Parvovirus würde ich jetzt nur dann behandeln, wenn es symptombedingt zum Beispiel ganz starke Gelenkbeschwerden sind.
Aber so hoch ist der nicht, der Baum. Okay, gut, danke schön. Dann kommt noch ein Kommentar. Ich denke an ein Serum-Proteinprofil, das noch hilfreich sein könnte. Bist du einverstanden? Bestimmt. Ja, einverstanden. Gut, okay. Dann haben wir ein Danke vom Herrn Dr. Stojanecko. Dankeschön auch für den Fall. Das ist ganz fantastisch, dass Sie uns einen geschickt haben. Und dann können wir zum nächsten Fall gehen, ne? Dann gehen wir jetzt zum nächsten Fall. Hier ist von der Frau Hoffmann. Der Fall. Ich glaube, den kenne ich schon. Ja. Das ist eine Patientin, 63 Jahre, die hat Psoriasis. Jahrgang 63. Ach, Jahrgang 63. Entschuldigung. Die hat Psoriasis, was auch besser wurde nach dem Kuraufenthalt mit allen möglichen Dingen. Die hat aber eben auch 14 Tage kriegt sie TNF-Alpha-Blum. Das ist gut gemacht. Und hat Übergewicht. Das ist jetzt interessant alles. Also sie ist Fußpflegerin, hat auch einen unerfüllten Kinderwunsch. Das ist auch eine ganz wichtige Aussage. Bei unerfüllten Kinderwunsch würde ich übrigens auch immer, dass man Chlamydien anschaut, PV anschaut, diese ganzen Dinge. Ist so eine Hintergrundinformation. Humira wird TNF-Alpha total runtergedrückt. Übergewicht heißt immer leicht entzündlich auch. Ne? Das ist wirklich ein richtiges Übergewicht, sind wir immer im entzündlichen Bereich. Psoriasis als Autoimmunerkrankung, Psoriasis aber eben auch. Man würde bei der Psoriasis als erstes auch an die Schilddrüse denken, das ist klar. Und also Autoimmun, ne? Irgendwie Hashimoto oder sonstige Dinge sind ja auch sehr häufig. Und so, eine Fußpflegerin ist. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir hatten Vitaminmangel, B12. Unter anderem, klar, wenn sie immer wieder eine Gastritis hat, vielleicht auch noch Pantoprazol oder sonst was nimmt, muss sie den haben. Eisenmangel genauso, passt dazu. Der Vitamin D-Mangel, okay, wird ausgeglichen. Dysbiose muss sie haben, wenn eine Hautproblematik hat, egal welche. Wahrscheinlich ATP-Mangel, ja klar, O-Mangel, denn die ganzen Phosphor, Glutathionmangel, Quecksilber. Also die ganzen Mängel, die sind erklärbar und die Quecksilberbelastung muss logischerweise entsprechend auch behandelt werden. Wenn wir uns jetzt anschauen, wechselnde Stühle, Durchfall mit Milchprodukten, das heißt ja dann, das muss jetzt erstmal entfernt werden, diese Produkte. Dann haben wir das Humira, wissen wir doch, was das für eine Wirkung hat. Wir können mit Antikörpertherapien immer, wollte ich nur mal reinschmeißen, die Mikroimmuntherapie machen, weil wir da eine andere Ebene haben. Ne? Braunjährige tut ihr mit Sicherheit gut mit den ganzen Mangelzuständen. Und jetzt kommt der Therapievorschlag. Therapievorschlag, logischerweise lassen wir das Humira erstmal und schauen jetzt mal das 2LXFS, das heißt also IGV-Belastung, wurde zurückgenommen, um keinen weiteren Schub auszulösen. Und sie hat regelmäßig Termine. Jetzt gehen wir weiter. Da sehen wir diese Mangelzustände. Die wird ja jetzt sind wir bei der Lymphozytentypisierung. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben eine entzündliche Problematik und wir haben eine Autoimmunerkrankung. Und wir haben auch einen EBV, der auch aktiv ist. Da gehen wir bitte nochmal zur letzten Folie, 65, dass wir dann nur mal schauen, wo der EBV liegt. Der liegt bei 1 zu 2560 im IG, das ist sehr, sehr hoch.
Das EPNA ist dafür nicht unbedingt ausreichend, aber das IgG ist viel zu hoch. Also da haben wir eine Reaktivierung. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Immunstatus und sehen, jetzt muss man wieder bedenken, diese Psoriasis hat sie ja schon länger. Die Lymphozyten sind erhöht. Da haben wir eine typische eine echte Lymphozytose. Jetzt haben wir T4, T8 ist eine schöne Kathedrale, was schon mal gut ist. Dann haben wir T8ZS und die ist auch eine Kathedrale. Das heißt, die hat auch Kraft, nicht ausreichend, aber Kraft im viralen Bereich. Und was schön ist, sie hat auch eine Kompensation von den NK2-Zellen, was auch gut ist. Die Autoimmunität der Psoriasis ist hier nicht ablesbar, weil die regulatorischen T-Zellen, das sind hier in dem Fall die CD4 plus 25 plus 20 Low, die sind sehr gut eingestellt. Was auffällt, sind die B-Lymphozyten erhöht sind und sie nicht eine allzu gut ausgeprägte Antigenität hat, also die aktivierten B-Lymphozyten sind jetzt nicht sehr geprägt. Wie würden wir jetzt normalerweise behandeln? Wir würden XFS geben, weil wir eine Lymphozytose haben. Nur nach Immunstatus. Die B-Lymphozyten sind ja der Aufenthaltsort der EBV, würde das ganze Bild da reinpassen. Jetzt haben wir aber noch ein Proteinprofil. Und was sehen wir da? Schon auch die Komponente IgA-RB, das passt schon zur Psoriasis. Wir sehen noch keine entzündliche Problematik und fällt so ein bisschen das IgM auf, was unser Bereich ist. Und wir sehen aber sonst in den gesamten Entzündung, also Alpha-1, Antitrypsin, Glykoproteinhaptoglykin, CRP. CRP ist so ein bisschen im oberen Bereich. Und was wir auch sehen, das Transferin-Albumin ist okay. Und das B-Albumin ist dieses Schilddrüsen transportierende in den Normalbereich. Das ist ja gleichzeitig das Transferin. Die Schilddrüsenproblematik ist nach dem Proteinprofil nicht. Aber wir haben eben die Immunoglobulin-Erhöhung und haben CRP am oberen Bereich. Und jetzt wirklich gerade noch das CRP, das ist wirklich im normalen Blutbereich und es sollte ja nicht darüber liegen. Das heißt, wir haben hier schon eine Aktivität. Jetzt ist die Frage, in der Anamnese wurde jetzt das XFS hier war. Das ist vielleicht 59 jetzt. XFS wurde zurückgenommen, um keinen weiteren Schub auszulösen. Es ist jetzt die Frage, warum soll ein weiterer Schub ausgelöst werden oder sollte hier nicht antientzündlich erstmal therapiert werden? Und das wäre der richtige Weg, dass man nämlich wirklich sagt, das CRP ist randständig und dass ich hier antiinflammatorisch mit Inflam arbeite. Erste Mal, vielleicht 1-2 Monate. Dann sollte man sich aber wirklich zuwenden. Also dem DBV zuwenden. Und jetzt gehe ich hier nochmal in die Therapieplan. Ja, also erstmal antientzündlich zuwenden, dann den EBV angehen und zwar wirklich einen Monat lang mit dem XFS. Und danach ist die Frage, wie spricht die Patientin darauf an? Und dann ist eben die Frage, vielleicht auf das Zuwenden, also auf das Psoriasis-Mittel. Petra, kurz von der Frau Hofmann, die Haut war vor der Kur so gut und deswegen
wollte die Patientin abwarten. Deswegen, okay. Ja, okay. Aber von der Kur, Entschuldigung, nicht vor der Kur, von der Kur. Mit dem Inflam arbeiten. Mindestens mal einen Monat. Einen Monat mit Inflam arbeiten empfiehlst du, ne? Genau. Und was man noch bedenken sollte, und das ist immer die Frage, nehme ich das Inflam oder nehme ich das Mirek? Mirek ist ja auch antientzündlich und das wäre noch eine Alternative zu den Werten es ist eine Autoimmunerkrankung, dürfen wir nicht vergessen. Und sie hat einen Glutathionmangel zum Beispiel auch. Das heißt, die Mitochondrien sind ja nicht so besonders, sagen wir mal, gut ausgeprägt. Ja, in ihrer Leistungsfähigkeit. Und da kann man jetzt überlegen, soll ich erst mit dem Schlafen anfangen, weil das DRB doch so randständig ist, dann noch ein direkt dazwischen schalten und dann müssen wir ja auch noch an die Quecksilberbelastung denken, die ja auf jeden Fall auch an die Mitochondrien geht. Und da brauchen wir das direkt, brauchen wir das noch dazwischen. Okay, eine Teilnehmerin hat ja auch gerade gefragt oder gesagt, sie würde zusätzlich das L-Glutathion dazugeben, weil sonst die Entgiftung nicht richtig funktioniert und die Haut als Entgiftungsorgan dann eventuell mit reagieren könnte. Stimmst du mit überein? Ne? Da muss man wirklich erstmal gucken, dass die Ausscheidung richtig läuft, wie man überhaupt an das Quecksilber rangeht. Und sie hat ja auch den Stuhlbefund mitgeschickt. Und wenn man dies anschaut, so ist sie von den Kolikern nicht schlecht. Also die hat natürlich die Klebzellen erhöht. Und bevor die nicht normal sind, würde ich auch nicht an Quecksilber rangehen. Also erstmal das Ganze, das geht noch, um der Patientin jetzt nicht wieder so eine starke Hautproblematik zu bescheren. Okay, noch eine andere Frage. Kann denn die Mikroimmuntherapie generell einen Schub auslösen? Das ist eine sehr gute Frage. Frau Hofmann hat schon recht bei den Lymphozyten. Sie sieht es so, dass die Lymphozyten so hoch sind, da ist eine hohe Aktivierung da. Wenn ich antientzündlich vorbehandle quasi, dann ist und der Zeitpunkt der EDV-Behandlung richtig ist, kann die Mikroimmuntherapie jetzt keinen Schub auslösen. Ist der Patient aber hochsensibel, was sie ja auch unter Umständen sein kann, sonst hätte sie ja nicht so gut auf ihre Kur reagiert, denke ich. Ja? Mit Öl, Creme, Entschuppung, sowas alles. Ne? Aber einen Schub auszulösen unter Humira ist wieder eine ganz andere Sache. Normalerweise wäre es schon ganz gut, wenn langsam aber sicher das Humira gebaut werden kann, dann weiter Antientzündliche, das dürfen wir nicht vergessen, es hat eine antientzündliche Therapie mit den Antikörpern. Und da haben wir zwei Dinge. Unter Humira hat sie eine Antientzündung, unter Inflam hat sie eine antientzündliche Therapie. Jetzt wissen wir nicht genau, was die Patientin will. Will sie bei ihrem Humira bleiben oder nicht? Das sind alles so eine Sachen, die wir jetzt von außen sagen können. Wenn sie das Humira absetzt, sollte, da muss sie länger bei der antientzündlichen Therapie bleiben und da wird sie damit überhaupt keinen Schub auslösen können. Auch nicht mit dem Mirek. Okay, Frau Hoffmann sagt gerade, sie will das Humira nicht. Okay, ja, der muss länger mit dem Inflam jetzt erstmal arbeiten und zwar mit 2 Stück. Okay, und die Frage ist dann auch, was nach dem 2LX? Sie kann auch Inflam eine nehmen und Mirek eine nehmen. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Okay, beide gleichzeitig, ne? Genau. An einem Tag zeitversetzt. Okay. Dass sie so anfängt, aber und dann schaut, wie sie reagiert, wie es der Patientin geht. Dann auch, was ich auch machen würde mit ihren Stühlen und sie ist kein Milchprodukt, ist klar. Aber eine Psoriasis hat ganz, ganz viel häufig mit Gluten zu tun. Und deswegen würde ich ihr auch vorher noch Gluten wegnehmen. Diese
trockene ist Haut, trocken ist ganz häufig auch Gluten. Dass man da auch jetzt Umstellung macht. Und dann entsprechend, das ist klar, und dann entsprechend schauen, dass die Klienten zum Verschwinden gebracht werden, auch ganz wichtig. Und ja, vom Stuhlbefund, genau, ganz positiv, genau, da muss sie noch ran, aber erst dann unter antiinflammatorischer Therapie absetzen. Das wird dauern. Gut, die Frau Hofmann sagt uns noch, dass sie gerade an der Ernährung arbeiten und sie ist sehr sensibel und sie darf sie nicht überfordern. Ist eine ganz liebe Patientin. Okay, sehr sensibel, deswegen hat sie auch ganz gut darauf reagiert. Denn sie wirklich erstmal direkt und in Schlamm machen und versuchen, ob sie das Humira auf Dauer absetzen kann. Mhm. Und danach auch ein bisschen Ernährungsumstellung, alles nach und nach machen, den Darm aufbauen, danach mit dem EWV anfangen und dann ganz zum Schluss erst sich dem Quecksilber-Thema widmen. Weil da wird die Haut dann sonst hochkochen, wenn die Organe nicht funktionieren. Der EWV, der geht ja an die Leber ran, das müssen wir nicht vergessen. Okay, wir haben auch gerade diesbezüglich eine Frage gehabt noch. Was haben die Klebsiellen mit der Quecksilberausleitung zu tun? Nee, die haben gar nichts damit zu tun, aber die Klebsiellen sind ja Proteolyten und die produzieren ja ordentlich Gas. Und wenn wir uns das anschauen, ist Klebsiellen sind eine ganz schöne Blockade auch vom Immunsystem. Wenn wir jetzt auf 66 auf die Folie gehen, der hat normal pH-Wert, was schon mal ganz positiv ist, aber wahrscheinlich ist es übersäuert, sonst hätte sie nämlich einen höheren pH-Wert. Gehen wir mal davon aus. Und diese Klebsiellen sind enorm hoch. Das sind 13er-Potenzen zu hoch. Und die machen so viel Fäulnis und Luftbildung, dass die schon eine sehr starke Blockade sind. Und deswegen erst das behandeln und dann erst den EBV. Also der EBV, haben jetzt nichts zu tun, aber zusammen. Aber der Darm muss erstmal stabil werden und dann kann ich als nächste Stufe an den EBV rangehen. Und dann erst, wenn ich die Leber dann entlastet habe über den EBV auch noch, dass man dann, wenn das System stabil ist, ganz vorsichtig ans Quecksilber rangeht. Okay, gut. Dann war noch die Frage auch von der Frau Hofmann, was denn nach dem 2L-XFS, was du empfiehlst? Also, da sollte man dann auch nochmal an der Hotline nochmal sprechen. Weil wir nicht genau wissen, wann setzt das Humira ab. Und so lange muss auf jeden Fall anti-entzündlich gearbeitet werden. Inflam, direkt vielleicht 2 Monate dazu geben und vielleicht noch die nächsten 2 Monate, wir wissen nicht genau, wie das jetzt funktioniert mit dem Absetzen vom Humira, denn auf 2L-Inflam gehen, also nicht anti-entzündlich. Und wenn das vorbei ist, dann hat sie ja nebenbei sich mit dem Darm schon gewidmet und dann würde ich, ehrlich gesagt, auch nochmal einen Immunstatus machen in dem Fall. Mindestens ein Differentialblutbild, um zu sehen, wo sitzen überhaupt die Lymphozyten. Es ist die Frage, ob die Lymphozyten dann überhaupt noch so hoch sind. Und dann kann man EBV geben. Mhm. Gut. Ja? Wunderbar. Du hast es zwar schon angesprochen, aber die Frage war noch, ob du noch einen Tipp für die Klebsiellen hast. Die Ernährungsumstellung auf jeden Fall. Mhm. Und dann entsprechend wie jeder eine entsprechende Therapie. Ich Blum-Therapie mit allen Präparaten, teilweise auch mit der Automagazine. Das machen wir jetzt gar nicht unbedingt, aber die müssen immunologisch schauen. Ja, die müssen die Lactobacillen stärken bei O2-Produktion auf jeden Fall. Das sind Gegenläufer. Zum Beispiel, ich mache das
das ganz viel mit dem Simulakt pur, um das Milieu noch ein bisschen zu verändern. Denn normalerweise würden die Klebzellen, die Proteolyten der sind, ein höheres Milieu machen. Ich würde erwarten, bei so einem Befund, dass der 7,5 ist, der pH-Wert. Und deswegen meine ich im Umkehrschluss, dass über ihr geöffnet Entzündliche sie zu übersäuert ist und wahrscheinlich auch der Darm-pH-Wert normalerweise vielleicht bei 5,5 liegen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke. Der pH-Wert ist einfach verschoben, weil sie wahrscheinlich sehr starkes Übersäuerungsmilieu im Darm hat mit 5,5, aber die Klebsiellen bringen ihr den pH-Wert in die Normalität, was aber nicht normal ist. Das ist eine ganz hohe Blockierer auf. Okay. Das ist nicht gut ausgedrückt. Doch, ich glaube, du hast dich jetzt sehr gut ausgedrückt. Wir haben auch im Chat, dass es verstanden wurde. Also insofern, wir haben positive Rückmeldung bekommen. Also auf jeden Fall, ich würde immer mit H2O2 bildenden Lactobacillen arbeiten. Ganz wichtig in dem Fall hier. Und das wäre zum Beispiel das Simulakt pur. Gut, danke schön, Petra. Jetzt sind wir von der Zeit her auch am Ende angekommen. Das heißt, deine Fälle können wir noch machen, was du willst? Braucht man. Okay, also wenn wir noch ganz kurz den Fall von dir durchgehen können, das wäre super. Und den zweiten Fall vielleicht nicht das Zahnherzgeschehen, sondern von KB, genau. Und dann müssen wir zum Ende. Es wird aufgenommen. Insofern, wer zu müde ist oder keine Zeit mehr hat, kann oder bekommt sowieso von uns die Aufnahme hinterher. Okay, dann gehen wir mal den Fall noch durch. Super. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Okay, das ist eine Patientin, die ist von Freundin geschickt worden und die kam im Juli 2018 das erste Mal. Und da hat sie wirklich seit 15 Jahren ständige Infekte gehabt, phasenweise, aber in den letzten 2 Jahren ordentlich erhöht. Die hatte also mehr oder weniger nur Infekte. Und zwar für 2 Jahre deswegen, weil da ihre Mutter auch gestorben war und sie war dann psychotherapeutischen Behandlung. Die hatte eine ziemlich enge Beziehung zu der Mutter und hat sich das auf die Mutter, für die Mutter verantwortlich gefühlt. Und sie hat also immer quasi Entzündungen im Kopfbereich, Nasennebenhöhlen, Halsschmerzen und aber Gott sei Dank, muss man sagen, auch noch mit Fieber. Gott sei Dank, dass ich da wenigstens TH1 noch ausreichend habe. Den hat er aber teilweise Durchfall und Herpes. Und er leidet aber an einem wirklich massiven Reizhusten, das so ein bisschen fließt ins Asthmatische geht und konnte auch eben jetzt überhaupt die letzten 2 Jahre überhaupt keinen Spaß betreiben. Interessanterweise eine Rechtsanwältin, also angestellte Rechtsanwältin, die ganz, wie soll man sagen, straight ist und die wegen nichts krankgeschrieben werden, aber sie sagt, sie hat jetzt nur noch 8% Arbeitsfähigkeit, also alles in den letzten 2 Jahren. Sie hat schon stressbedingte Schlafstörungen gehabt, sie hat dann wurde eine Hypothyreose diagnostiziert, dann ist sie allergisch auf Gräserpollen und Katzenhaarallergie schon lange und hat früher einen Laserdrucker-Büro gehabt und hat auch 90% beruflich die Bildschirmarbeit. Bei der Untersuchung fällt auf, dass ihre rechte Kiefer druckdolent ist, also von außen, und auch, dass die mandibularen Lymphknoten tasten sind, also rechtzeitig. Und sie hat auch einen gestauten Bereich. Das heißt, es sind alles Hinweise, also eine Kieferhöhle, da können auch Streptokokken im Hintergrund stehen, eine Anamnese und sonst typisch eigentlich dieser gestaute Lymphbereich für
für den IGV, ist ja sehr naheliegend auch. Dann fällt aber auch auf, dass der Magendruck gelenkt ist und auch der Leberbereich, das ist ja auch nicht so ganz gut vom Gewebe. Der ist auch ganz leicht tastbar. Einatmen und der Rippenbogen, das heißt RBW heißt Rippenbogen, der ist an Stelle, sagen wir mal, 30, 50 Grad ist der 130 Grad. Das heißt, der gesteckte Thorax und hat dann zusätzlich noch einen Lymphstau im Bereich des Dünndarms. Daraufhin habe ich veranlasst, epidemiologischerweise, Zoster aufhing, die hatte eine Anamnese auf Glucose im Hintergrund, CMV wegen diesen Bronchialempfindlichkeit und das Streptokokkenprofil. Dann habe ich eine Darmflora veranlasst, eine Vollblutanalyse mit Selen und Homozystein und dann noch ein Neurostressprofil gemacht. Und das ist also jetzt der Immunstatus vom Juni, vor einem Jahr im Endeffekt. Und da fällt wirklich ganz dicke, Gott sei Dank, aber eine dicke Kathedrale auf im bakteriellen Bereich. Und es fällt auf, dass die Zytotoxine sehr niedrig sind, aber die auch hier noch eine ganz leicht ausgeprägte Kathedrale hat. Also immer noch minimal zytotoxische Aktivität. Gut ist, dass die NK1 und D2-Zellen erhöht sind, also als Kompensation. Und schlecht ist, dass sie keine Antigenpräsentation hat. Also ihre B-Lymphozyten sind so am äußeren Rand, wo man auch sagen kann, könnte schon der IBV sein, aber sie hat keine Antigenpräsentation. Was nicht aufgefallen ist, dass die TH17-Zellen im Normalbereich sind. Dann aber die Haut natürlich gemacht, logischerweise. Da fällt vorrangig auch auf, dass das Early Antigen eben mit 1:80 erhöht ist, also immerhin das Dreifache und es ist überhaupt gar keine Frage, die Aktivierung. Sie hat von ihrem neuen Zoster-Virus keine Aktivität im IgA und IgM und das IgG ist normal. Das darf so sein und CRV ist ganz aufwendig, das hat sie auch nie gehabt. Und interessanterweise sind hier ihre Streptokokken völlig auch unauffällig, was ja schön für die Patienten. Und dann haben wir am 23.07. hat sie dann noch dieses Neurostressprofil gemacht. Und da sieht man eigentlich minimale Noradrenalinerniedrigung, aber paradoxal kommen wir da nicht allzu viel weiter. Das Serotonin ist leicht erniedrigt. Das GABA-Glutamat ist relativ ausgewogen und ihr Cortisolverhalten, sie kommt morgens noch ganz gut raus und fällt ab und am Abend fällt sie ab. Das heißt, sie hat keine Erhöhung wegen ihrer Schlafstörung, habe ich jetzt gemeint, aber sie kommt morgens raus mit dem DHEA und abends kommt sie leicht in den Mangel rein, aber der Tagesrhythmik auf jeden Fall erhalten. Also das ist gar nicht so schlecht, dieses Neurostressprofil. Was haben wir jetzt eine aktivierte EBV-Infektion festgestellt, die Immundefizienz festgestellt, vorrangig aber eben auch mit der B-Zellpräsentation, die eingeschränkt ist. D und Selen war in Ordnung, der ist ein Zinkmangel. Jetzt haben wir schon gesagt, das Noradrenalin Serotonin leicht erniedrigt, aber die Tagesform erhalten. Was haben wir jetzt gemacht? Sie hat Kathedralen, um die T8Z zu erhöhen und um die Antigenpräsentation zu verbessern, hat sie das EED zum EBV dazu bekommen. Dann habe ich hier noch einen Zink-Urot aufgeschrieben, 25, und sie hat noch um das Irene Pro und um das Serotoninbeschränkungsverfahren und Balance DS auch nochmal ein bisschen irgendwie auch zu schützen, ihren Adrenalinstoffwechsel, und hat jetzt aber auch eine Ernährungsumstellung gekriegt in frische Kost. Sie hat also recht geschudert nach dem Tod ihrer Mutter und keine Milchprodukte und die war überschüssig. Haben wir gesagt, soll sich mal ernähren, was sie denn auch wirklich einigermaßen machen konnte, soweit es ihr ganz täglich war. Sie hat sich über den Salat mitgenommen, also schon vieles gemacht. Und Ende September kommt sie wieder und sagt, also das erste Wochenende, da war sie völlig wie krank. Indem sie angefangen hat,
des EBV zu nehmen. Das ist nochmal ein Einbruch gewesen. Aber dann hat sich vieles verbessert in der relativ kurzen Zeit. Die hatte auch Herpes, die ist sofort schnell geheilt. Die hat dann Fitness an, konnte wieder anfangen. Und sie konnte wieder Radfahren. Da ist es ordentlich hügelig auch und es ist ihr auch schon gelungen. Und sie sagt, meine Lebensqualität ist also viel verbessert. Im November hat sie wieder eine Vorstellung und dann sagt sie, sie hat bisher keinen Infekt gehabt und voriges Jahr waren ja die Infekte wahnsinnig unterwegs. Sie hatte keine Fehltage und sie war die einzige in der Abteilung, die keine Infekte hatte. Sie kann weiterhin regelmäßig Sport machen und sie merkt auch, dass ihr die Kuhmilchprodukte gar nicht so gut getan haben jetzt und deswegen lässt sie weiter weg. Dann haben wir gesagt, ich habe aber immer noch einen dünnen Stuhlgang und dann haben wir eben eine Stuhlanalyse noch gemacht und dann erzählt sie mir, ja, Zahnfleisch hat auch gefunden, habe ich gesagt, ja, dann müssen wir mal einen Parodent-Status geben lassen zum Zahnarzt und da stecken sich also wirklich negative Keime auf noch gut, die dann langsam aber sicher jetzt behandelt werden. Und Mitte Dezember sagt sie, der Reizhusten ist weg und sie hat eine total gute Körperbelastbarkeit. Dann hat sie noch Symbifla 1 und Simulactur bekommen. Im Konzept eben vom EBV war denn, wenn wir es jetzt anschauen, der Antigen ist negativ. Und da kann man schon ganz froh sein, wenn sie das jetzt schafft, vielleicht die IgG leicht erhöht. Aber sie ist auf einem ganz guten Weg. Und deswegen habe ich gesagt, sie soll jetzt das nur alle 10 Tage im Monat nehmen. Also 10 Tage IBV, 10 Tage EIT und dann die Pause machen. Also immerhin einen Streifen im Monat und das noch weitermachen für im Endeffekt, das war jetzt im Juli. Und das hier nochmal der Stuhlbefund, da sieht man die Enterokokken wahnsinnig niedrig, deswegen Symbifla 1 noch dazu, denn die Lactobacillen wahnsinnig niedrig, auch diese H2O2-Bildenden, deswegen Simulactur. Und dann hat es aber auch hier starke Erhöhung von den Enterobacter cloacae, also auch diese Proteolyten. Und ich weiß gar nicht genau, typisch. Hier ist der Stuhl-pH-Wert mit 10,0 einfach erhöht. Und das war in den Vorträgen, was wir vorhin beschrieben haben, ist das typisch. Hefepilze sind normal und die Gesamtkeimzahl ist auch normal. Und dann kommt sie wieder im Februar und erzählt mir, also dieses Jahr vor Weihnachten ist sie dann als erstes mal die Treppe runtergefallen. Da hat sich also ordentlich verletzt, aber nichts gebrochen. Silvester hat sie daraufhin einen ganz leichten Infekt gekriegt, aber sie hat weiterhin eine gute Belastbarkeit, kein Reizhusten mehr und war eben jetzt im Februar schon mal bei der Zahnärztin, die hat sie ersuchen müssen, eine gescheite und jetzt wurde die Parodontitis behandelt. Und jetzt zeigt sich raus, dass vom Bauch her eine wesentliche Besserung hat, weil der erhöhte Rippenwinkel ist schon 80 Grad, der Magen ist überhaupt nicht mehr auffallend, die Lymphe ist völlig abgeflossen, ist nicht mehr gestaut und die rechte Kieferhöhle ist auch völlig okay. Und da haben wir dann gesagt, wir führen das jetzt mal, die Mikroimmuntherapie lassen wir auslaufen, Symbifla 1 und Lackt, das lassen wir 5 Monate weiterlaufen. Das Zink hatte sich dann auch normalisiert, das konnte sie dann absetzen und die Dinge vom Neurostress sollen sie jetzt erstmal weiterlaufen lassen, bis wir das nochmal kontrollieren. Aber ich weiß, es geht ihr, über diese Freundin weiß, es geht ihr momentan super. Also von daher hat es ganz gelungen und der Einsatz vom EBV war total gerechtfertigt über diese Kathedralen. Also da hat sich echt viel getan. Ja, das war der eine Fall. Okay, danke schön, Petra. Dann sind wir auch schon fertig im Prinzip mit dem Teil von der Dr. Petra Blum. Gibt es denn im Moment noch eine Frage, solange wir sie noch in der Leitung haben? Warte mal kurz ab. In der Zwischenzeit möchte ich mich schon mal bei dir erstmal bedanken und möchte noch kurz ein paar Veranstaltungen erwähnen.
Denn wir haben hier beim Online-Seminar gemerkt, es ersetzt vielleicht nicht ganz ein präsentielles Seminar, obwohl ich glaube, dass wir ganz fantastisch viele neue Sachen von dir gelernt haben heute. Aber ich möchte trotzdem noch einfach darauf hinweisen, dass wir einmal am 7.9. in Leipzig einen Workshop haben, der zur Vorbereitung des COMI 2021 auch dient. Da geht es um den Immunmetabolismus. Dann haben wir am 12.10. in Heidelberg ein Seminar über Proteomik. Am 23.11. in Hamburg gibt es ein Seminar über Frauengesundheit und Mikroimmuntherapie. Da ist die Frau Dr. Petra Blum auch wieder dabei. Und in Köln gibt es am 30.11. einen Workshop über Retroviren. Auch ein sehr spannendes Thema. Und am 7.12. können wir wieder die Dr. Petra Blum sehen beim Seminar in Zusammenarbeit mit dem Dr. Siegfried Kober. Möchtest du da kurz nochmal einen Satz dazu sagen, was uns erwartet bei dem Seminar in Limburg? Es erwartet uns eben dieser ganze Ablauf der Inflammation von der Zelle bis hinterher, was ja die meisten im Endeffekt unter Inflammation kennen, beziehungsweise aber diese ganzen neuen Auslösefaktoren auch, die schnell in eine subchronische Inflammation auch bringen können. Und es erwartet uns dann entsprechend was der Herr Kuhn entsprechend macht, mit dem gesamten Entzündungsstoffwechsel. Ich bin mehr für die Mikroimmuntherapie Ursachen-Ding und der Kuba der kommt ja von den automolekularen Gesellschaft, wird da sehr, sehr viel von Referentin, ja, bekannter Referent übrigens auch, sehr gefragt. Und da geht es dann auch nochmal die mitochondriale Arbeit, reaktive Sauerstoffspeicherung, die erklärt immer sehr, sehr gut. Und ja, das ist so ein Zusammenspiel von uns beiden. Sehr schön. Ja, es wird ein schönes Advents-Event. An den Schnee ist im Moment sehr schwer zu denken bei der Sonne. Aber vielen Dank für die Ausführungen. Und wir werden nochmal uns an den Online-Workshop heranwagen, auch mit der Frau Dr. Petra Blum am 18.09. Da geht es auch eben um die Inflammation, aber die Silent Inflammation. Und TV haben am 13.11. und da hoffen wir, dass wir Sie alle wieder dabei haben werden. Und von meiner Seite her danke ich mich ganz, ganz herzlich auch für die Geduld am Anfang, für die technischen Probleme. Und Silvia, möchtest du noch was sagen? So, ich habe auch gerade im Chat nochmal geschrieben, vielen Dank auch alle, die so aktiv mit uns gechattet haben. Auch von meiner Seite danke für Ihre Geduld mit der Technik. Und ja, wir hoffen, dass der Austausch so rege weitergeht. Genau. Und die Aufzeichnung schicken wir an jeden. Ganz wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, wenn irgendjemand, gerade von den 2 Teilnehmern, die die Fälle auch eingeschickt haben, nicht möchten, dass wir die Aufnahme jetzt weiterschicken oder dass sie nicht erwähnt werden möchten, nirgends erscheinen möchten, mit ihrem Namen, dass sie uns das bitte spezifisch nochmal sagen. Da geht es jetzt einfach nur um den Datenschutz. Ja, und dann hoffen wir, dass wir Sie beim nächsten Mal wieder hören. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Abend noch. Petra, möchtest du noch was sagen? Ich möchte noch was sagen. Ja, bitte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und ich hoffe, wir sehen uns übermorgen in Stuttgart beim Arbeitskreis. Ja, genau, super. Ja, dann. Im Hotel. Im Park bei Radisson am Marienplatz. Genau. Genau, wer sich noch last minute anmelden möchte, ich weiß gar nicht, ob das noch möglich ist, aber ich biete es jetzt einfach gerade mal frech an, bei Silvia Sandwitz bitte eine E-Mail schicken. Okay. Dankeschön. Sie können auch gerne noch Fälle mitbringen, wenn irgendjemand noch kommen will, einfach auch so auf Tipp noch einen Fall mitbringen. Ja, dafür sind wir ja da. Ja, okay, ich darf mich bedanken bei euch beiden auch für eure Mühe und man glaubt ja immer nicht, was das alles im Hintergrund ist, wer es noch nicht mitgemacht hat. Und euch einen schönen Abend, einen schönen Abend und jetzt kann man nur noch bei der Hitze ins Wasser gehen. Genau. Also tschüss.